Summertime. Hi. Ich werde jetzt erstmal wieder mit Deutsch starten heute, weil ich weiß, dass ich jetzt niemanden habe, der auf Englisch zuschaut. Das ist natürlich ganz angenehm. Okay, Handy mal aufladen hier. Ich habe mir ja nur so eine neue Steckdose gekauft gehabt, die halt so, was ist mit USB ist und so, dass er dann nicht immer, weil über den Computer lädt halt, Schnellladen funktioniert halt über Computer nicht, das kannst du vergessen, aber über die Steckdose mit USB direkt natürlich schon. 2150 haben die Asti sagt, jo, die Erde geht unter. Ja. So, ja. Wir müssen hier Bericht erstellen. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie so laggy. Im OBS. Obwohl wir keine verworfenen Frames haben. Ich mir irgendwie weird. Vigilance is a state-of-the-art warship. Anyone that gets on the wrong end of her guns is gonna have a bad time. Also wir haben keine verworfenen Frames. Weil das sieht immer so diaschmäßig aus. Was ist denn, wenn ich hier die Anzeige... Wie hat ihr das eigentlich zurückgestellt? Aber auch wenn ich das wieder so einstelle. Oh. Moment. So. Problem ist natürlich. Sobald ich wieder auf das hier gehe. Ich würde ja gerne das haben, aber so. So. Nee. Warum? Ich habe kein AMD, Leute. Word is the fleet has you chasing ghosts on Suvorov. If there's one thing spookier than a pirate. Sieht immer so laggy aus, aber wir haben keine verworfenen Frames. Verstehe ich nicht. Übrigens, dass ich viel habe, dass ich teilweise ganz schön leise bin. Deswegen mache ich mich jetzt einfach nur mal laut auf dem Mischpult, auch wenn wir vielleicht übersteuern könnten. Ich will nicht so schreien. Okay, jetzt reden wir erstmal mit diesem Spacko hier. Yo, back. So how did it go? You stop now. Delgado will make it his life's work to hunt you down and kill you. Not to mention the fact that you could potentially jeopardize the intelligence operatives we have in the field. Lieutenant Toft is correct. I'm sorry, but there is no turning back. That being said, I believe you should be proud of what you've accomplished. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader.
but a bit short on judgment. That's why you want to stay on his good side and stay away from Neva. She's shrewd, and she sniffed out everything we've thrown her way. I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale Mein or a Plan ist story to ja, attract recruits to their cause. wir melden nur so viel zurück, dass wir trotzdem Profit mit der Crimson Fleet schlagen können. Und die trotzdem zufrieden sind bei der Assiste. Well, we can solve that little mystery in about 10 seconds. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Can you imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 5 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value. That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to Ich this glaube, than just finding dass the vielleicht location irgendwann der of the Punkt kommt, transport. wo die das rausfinden Jasper und Briggs wir was die clever. Entscheidung haben, Double For H zu some sagen. reason, he never got Gleich. there. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. What can I do for you? Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. The Siren of the Stars. Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? 2 reasons. First, Commander Akande's playing this operation extremely close to the vest. That means keeping prisoners under his own roof until this is resolved. Second, this is an undercover mission. For our safety and yours, we need to keep these prisoners out of the spotlight. We'll provide you with information, but any inventory or ship services, it's best you get from the fleet. It'll help you maintain your cover and also give you an idea of how the fleet's operation works. They're pirates in every sense of the word, but they've managed to get more organized under their current leadership. That makes them especially dangerous, but hopefully it makes them a little more predictable too. Trotzdem die Crimson Fleet immer noch besser, weil die halt so ein gemeinsames Goal haben und nicht einfach grundlos töten, wie die Spacer, weil die sind einfach nur Banditen. Good. The more you find, the stronger our case.
It's amazing that all this romantic nonsense about Crix's legacy really just amounts to a rumor Jasper Crix picked up in jail. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Any other fragments? Okay, fine. I know there's more out there, so keep on it. We'll be here if you need us. Okay. Can we use... Ich weiß immer noch nicht, was hier die Special Projects sind, quasi Special Projects. Mit Gewehren ist ja generell jedes Gewehr gemeint, ne? Ich meine, ich muss ja das jetzt nicht ausgeben. Ich könnte natürlich. Hier würde ich erstmal gar nichts weiter machen, glaube ich. Wie kannst du denn am Ende haben? Ich glaube 8 ist die Standardzeit, die du haben kannst, oder 6. Plus 16 am Ende dann. Insgesamt. Ja, Gewehr gilt ja für alle Waffen, die, also eine AR und so, das sind alles Gewehre. Eine AR ist ja auch nur ein Assault Rifle. Gewehr. Müsste die ja dann theoretisch auch schon mehr Schaden machen. Sehe ich das hier? Oder geht das? Wo sehe ich das? I bet operations on the key are a clown show. Looking forward to Okay. it. I woke up in the middle of the night once and found Ensign Betty. Wird bestimmt irgendwann Mods geben oder so, dass du dann hier so Schiffe bauen kannst. Ja, wir sind immer noch auf der Horizon unterwegs, wa? Ich will die Horizon wenigstens einmal im Kampf probieren. Aber so schnell ist das Schiff halt auch nicht. So, was, wer, wie, wo?
muss einmal nach New Atlantis, glaube ich. Damit meine Crew von Bord geht. Weil wir haben ja momentan Crew an Bord und die fühlt sich zu wohl, meiner Meinung nach. Ja, jetzt sind die Loge, genau. Der bringt mir nichts fürs Schiff. America. Die bringt theoretisch was fürs Schiff. Desmond Hammer, ja. Gideon. Ezekiel. Ich habe die maximale Anzahl. 3. Plus mir dann quasi, oder was? Ja, für die Mission werde ich das mal übersehen. Ist mir? Everyone to take care of any leeches on their ships. Hey, what can I do for you? Was hast du eigentlich für I'm Schiffe? sure you can find some. Auf ein Freund. Rambler, Galileo, die Mako, der hat immer noch dieselben. Tiff Shuttle, das ist neu. Tiff Shuttle 2, das finde ich aber cool, das Design. Ist das für so ein Katamaran oder so? Also, ich finde das cool. Beim C-Klasse-Reaktor mit Raketen. Oder hier Partikelwaffen. 850er Schilde. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Design. Das hier mit der Landing Bay hier so, das ist auch cool. Und hat auf jeden Fall auch starke Engine. Vor allem kannst du ja hier noch mit koppeln, theoretisch. Aber ein geiles Design, finde ich. Die Shieldbreaker, die kennt man ja mittlerweile. Aber das Ding ist neu hier. Bin aber lustig, weil der Bereich hier ist komplett nur Deko. So. Das ist nichts, keine Utility. Nicht schade ist. Aber ansonsten ist das ein cooles Design. Ist aber auch gemischt. Du hast also das ist alles Stroud Eckland hier. Das hier ist aber ein Dimers. Das weiß ich gar nicht. Das ist ein Fuel Tank. Das hier weiß ich auch nicht. Kann ich da eigentlich bestimmte Teile angucken? Nee. Aber ich wollte mal eins kurz gucken. Wir haben doch dieses komische... dieses Gefängnis-Shuttle. Ich glaube, ich werde das Gefängnis-Shuttle dann irgendwann nehmen. Und auf Basis von dem Gefängnis-Shuttle werde ich so einen Frachter oder sowas bauen. Den ich dann benutze für Fracht. Plus er hier, wenn ich ihn jetzt hier, der hat ja nur... Wo der hat auch Dimos. Aber für Frachter ist doch, wie heißen die? Das ist der Antrieb. Ja, du siehst mal, wie klein dieser Frachter eigentlich ist, wenn ich schon diesen Antrieb sehe. Hope Tech. Jetzt habe ich's. Hope Tech. Weil momentan haben wir ja hier, das ist unser Ersatzschiff quasi.
Hier würde ich eigentlich auch nicht lang gehen wollen. Hier kommt, ist das ja flüssiger Stickstoff, mit dem die Triebwerke gekühlt werden. Weiß ich ja nicht. So, jetzt sind zumindest die Leute alle von Bord. Also ich hätte mal gucken können, wir haben ja neue Crew. Aber das Schiff habe ich ja hier nur grob modifiziert. Ich habe eigentlich nur die Waffen erweitert und ja, ihr seid alle Hello hier. again. Hello again. Gideon, Marika und dann die anderen noch. Ja, wo die ist. Hey there. Bist du da eben schon gesessen? Bin ich an dir vorbeigelaufen? I was just thinking about you. Kind of cute. Cute. Ja, wie leckt denn das so? Leckt voll. So. Trident. Wo ist... Ich hoffe, meine Crew, die ich jetzt habe, ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Ah, hier. Wieso ist denn die UC Vigilance jetzt hier? Warum ist die UC Vigilance jetzt plötzlich in demselben System wie dieses Schiff? Moment. Weil ich sie dann jetzt nicht mehr im Soll-System? Ist das Schiff actually gesprungen? Leute, die ist wirklich nicht mehr im Soll-System. Die ist jetzt in dem Das ist ja super unauffällig, wenn ihr jetzt hier einfach mit mir dahin fliegt quasi. Das ist ja... Wow. Den habe ich schon analysiert. Bringen einfach direkt zu dem Schiff. Oh, bremsen! Okay. The Siren of the Stars. Auch ein hübsches Schiff. Wie geil sieht das eigentlich aus mit diesem Ring von dem Gasriesen? How's it going? Holy shit. Und ich finde es schön, dass sie sich bewegen. Und nicht einfach statisch sind. Du siehst, dass sie rotieren. Wie sie ja müssten normalerweise. Jetzt würden sie einfach fallen. Das ist schon geil. What's up? Da. Wie seid ihr mir denn da hoch? Wo ist denn hier unser Dock überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo unser Dock ist. Das ist unser Dock? Nee, das ist. Hier kommst du doch in den Dingsbereich.
Wie sind wir denn hier dockt? Ja, der ist hier auch einzeln. Hier vorne geht's nochmal runter, weil höher geht's ja nicht mehr. Höher, oder? Nein. Also, hier. Sollte ich mir vielleicht meine Rüstung ausziehen? Das ist mein Anzug. Finde ich halt auch geil, dass du nur den Anzug ausziehen musst und dann hast du automatisch nichts mehr an. Wie verwende ich eigentlich nochmal meine Kräfte? Kraftnamen umschalten. About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Oh, sure, sure. First a tour, followed by a formal dinner at the captain's table. Let's get one thing straight. You're here for business, not for a vacation, so let's start by talking about Delgado's sudden olive branch. Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Okay. So why are you targeting a Gall Bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Too much questioned. Oh, I see. We're playing this game now. Fine, fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near Dombrowski without my help. You're insulting my intelligence. Delgado wouldn't send you all the way out here without specifically telling you what you're allowed to offer. I'll tell you what, though. I'm gonna make this extremely inexpensive for you. In fact, you don't have to offer me a single credit. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Fine. If you want to play it that way, then suit yourself. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starview Ballroom.
If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. He's a VIP executive, which means he either worked really hard using blood, sweat, and tears to make the arduous climb to the top, or he backstabbed, lied, cheated, and betrayed his way up the corporate ladder. From what I've heard, it's the second option. Na super. Now you're speaking my language. Oh, there's one last Alkohol ist thing. Schmutz. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Was, wenn ich ihn Good absteche? luck. What the hell? When I asked you earlier, you said you weren't here for anything else. Not only did you lie to me, but now you're telling me that she sent you after the award alone? Yeah? And I suppose it's just a coincidence you happen to be asking me about the very thing Neva and I agreed to steal together. I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. She told you to hold that over my head, did she? Oh, that witch. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. So tell me, what's the status of your plan? Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starfield ballroom. Er versucht da irgendwo rumstehen, einfach das Award, dann kann ich den noch einfach grabben, We oder? can go from there. Einfach Licht aus und If you're Award. thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Gunfire. Oh, and while you're at the gala, avoid the canapes. They're frozen, not fresh. This is one of Trident's top-of-the-line vessels. Hell of a ship, isn't it? Tja, ich wünschte, ich könnte mein Schiff so designen. Ich meine, ich habe da schon genug Geld und Zeit rein. Die sehen übrigens alle aus wie Gefangene und nicht wie Angestellte oder so mit euren Dings. Eurer Arbeitskleidung. Aber vielleicht ist das ja auch the point of Arbeitskleidung. Trident must have spent a fortune equipping this ship with triple redundancy in almost every internal system. Good to know. Captain Rokov said you're allowed in any of the crew-specific areas. Just don't touch Der ist der Captain von dem ganzen Kram hier. Und wie die Mütze erklärt er ja ein. Die Credstick kann ich nehmen. Every day that I wake up in my bunk, I count my blessings to have been posted to a ship like the Siren of the Stars. Hi. Between you and me, the best part of my job is getting a crack at all the leftovers from the dining area buffets. Glaube ich, das ist bestimmt nicht ganz kacke, von so einem Buffet da dann snacken zu können. Was gibt's hier? Halt. Ich weiß nicht genau, wie das hier handelt wird, wenn ich jetzt hier einfach den Nussknacker spiele. Glaube nicht so optimal dann. Jetzt hier. Deck Officer Canley. Das sind halt so Intercoms.
Kindley? Okay, wir könnten mit Kindley mal ein Wörtchen reden. Kindley schuldet Geld. Ach, das ist hier Captain's Lounge, deswegen. Mhm. I see. Ed. Freaking. Was hast du denn so ein... Ach, guck mal, ein Tank. So, das ist genau das, was ich gesucht habe. Leise. Und tödlich. So. There is nothing quite like the view from the Starview ballroom. Das glaube ich. Cockpit. Ins Cockpit kann ich nicht. Sorry, I'm busy right now. Ach so. Lovely party, isn't it? Du sitzt ganz schön ab. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, du bist bei der Party, aber... I get it. Sieht das Schiff eigentlich von außen so klein aus? Was ist doch die Suite von dem? Das ist auf jeden Fall ein großzügiger Raum. Möchte ich ja mal sagen. Hier Krieg der Welt. Nice. Der gute Westenanzug.
bin in seinem Apartment, der liegt Dracula. Ich suche mal nach Büchern, die wir der Tante da verkaufen können. In dem Büchergeschäft. Die Karen, die halt nur richtig Bücher wollte und nichts. Nichts. Überall auf der Erde, Leute. Nichts Elektronisches, keine elektronischen Bücher. Ich habe den seine ganze Bude durchsucht, mehr oder weniger. Aber... Was sehe ich irgendwas? Die Fixtüre neben dem Rumsaft der Transzendenz. Hm. Yeah. Good to know. Laundry service. Also hier ist das Wäschezimmer. Hi. Due to an unfortunate accident, we're halting our spacewalk experience for an indeterminate amount of time. Hast du schön aufgesagt. Finde ich gut. Bravo. Hm. Okay, also hier ist die 0, da war die 05, hier ist die 04. Und Shayla Holbrook. Holbrook, Shayla, Einzelfahrt, Aufenthaltsdauer Einzeltour Deluxe. Okay. Somebody around? Nobody. The Siren of the Stars. Was ist hier? Das ist halt so ein Utility-Raum. Aber der ist halt... Brauchst du eigentlich auch nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas machen kann noch. Gibt's hier. Dinnerteller voller Chunks. Also ja nicht. Weiß ich ja nicht. Lederkleidung. Urban oder urbaner Operator. Okay. Ist die so Designerin oder sowas? Oder? Voyage. Also ich glaube original heißt es Voyage, aber Voyage ist das englische Wort. Und das klingt tatsächlich besser wie Voyage. Und wir sind 3/4 durch die Voyage quasi. Nehmen wir die Sachen mit. Nehmen wir mal also diese ganzen Gegenstände nicht mit bei dir. Geschichte der Sterne. Weil es nicht worth ist, meiner Meinung nach. Weil die wiegen halt nicht viel, aber muss man das mitnehmen. Nee.
Nehmen wir mal den. Ich bin auch schon reingelegt worden. Muss ich ja sagen. Wir machen einfach mal so. Dann machen wir mal so. Warte mal. Ah nee, warte, das wäre aufgegangen. Fällt mir gerade auf. Ich könnte es so zum Beispiel machen. Und dann so. Ich bin reingelegt worden. Reingelegt haben sie mich. Ist der hier nicht? Nee. Der hier nicht? Ne, der ist noch weiter auseinander, ne? Der würde halt so passen. Aber so halt nicht, weil die sich hier gegenüber liegen. Würde zum Beispiel so gehen. Der würde so gehen. Aber du brauchst theoretisch nur 2 Dreier, die passen. Aber die passen auch alle nicht. Also wenn ich den zum Beispiel verwende. Ja, ich kann es nicht mehr lösen. Selber reingelegt. Ja, das ist was anderes jetzt damit. Dann ist halt einfach so und so. Unnötig viele Dinger. Anzüge. Was, wenn er einfach so schießt? Geht dann auch Alarm ein? Hier ist die 03. Und die ist einfach offen. We have a range of excursions available at all of our destinations. All the details are in your cabin. Meine Cabin? Ich habe keine Cabin. Ich hab nicht mal ein Cabin, Junge. Ihr macht die At the sauber. moment, Aurora isn't permitted on Trident Starliners, though we're working on having. If you haven't. Daddy! Oh Gott. Your little ones aboard. Story time with Serena will be held in the ship's library. Nur ein Diener, Junge. Wer ist er denn? Die Steine sehen halt auch mega gut aus. Also wenn du mal so mit Mineralien zu tun hattest, dann würde ich sagen, das ist schon echt krass, wie das aussieht. Wo ist denn dann die 3 bis 5. Ja. Und die anderen? Wo sind die krassen? Sind die unten vielleicht? Ich bin ja von oben gekommen. Ah. Sind die hier? Maybe. Hier ist die 02. Von Vera Gabriel wird die. Bereist. Übel viele Dings verbraten, weil ich halt schnell war. Aber wenn die überall passen, ne? Das war auch nervig, will ich ja mal nur erwähnen.
Erstmal die Diode, die ist nämlich relativ viel wert. Die nehme ich jetzt einfach mit. Wieso ist hier so viel Munition? Veggie Jumbo Sandwich. Gemüse und Pilze. Warte mal, wer hat hier eine scheidämmte Waffe mit an Bord gebracht? Und warum? Muss ein Lieferdreck am Stecken liegen. Die Tante. Haben wir da Hinweise drauf? Haben die eigentlich alle so? UC Security? Jetzt schon überladen? Money? Das ist ja spannend. Das ist wirklich spannend. Der geht nur so. Dann docken wir den auch einfach so, wenn der nur so geht. Docken und mocken. Natürlich. Wäre lustig, wenn die nicht die ganze Zeit auf der Party wären, sondern auch mal zurückgehen. Weil das Zeit vergeht ja hier auf dem Schiff trotzdem. Ist ja nicht so, dass hier keine Zeit vergeht. Hi. On behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. Pursuerin, Junge, was ist das für ein Name? Also, ein Titel. Also, Pursuerin ist ja, also Pursue ist ja verfolgen. Glad to have you aboard. I'm sorry, it's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. I don't want to lose my job. Why should I tell you? Yeah, I hope so. Come on, I'm trying to help here. All right, but you didn't hear this from me. Do you understand? I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some paperwork to his quarters one day, and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. That would normally be fine, but the message mentions the Crimson Fleet, as in pirates. Can you believe it? If you want to grab it, the slate should still be in his quarters. Somewhere. Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Don't forget to tell your friends how much you enjoy the cruise. Und wie komme ich da jetzt rein? Hast du einen Schlüssel dafür? Da sind ja ein paar Goodies drin, würde ich sagen. Nutzraum. Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. War die Tür nicht... Oh. Browser. Oder ist das... Holbrooks Abhol-ID. Ah. Good to know.
War denn, wenn ich On dich... behalf of Trident Luxury Lines, I'd Nur like mal to für- welcome für- you aboard. Okay. Das hat aber jeder mitgekriegt, so. Sehr wild. Aber ich hab die doch nicht... Ich hab die Silent getötet, quasi. Ich meine, okay, die hat's mitgekriegt, aber trotzdem. On behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. Da drin ist der Preis. Ah. Okay. Also du kannst sie nicht angreifen, egal wie. Weil dann automatisch, egal was ich mache, selbst wenn ich mit dem Messer On zustecke. behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. Nee, guck mal weg. Warte mal, wenn ich über deinen Tisch springe. Wenn ich über deinen Tisch springe. Nicht. Ich gehe so niedrig, hier nicht drüber springen kann. Ich hier irgendwas in alter Manier so über den Kopf ziehen. Das interessiert keinen. Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. So, wir probieren das jetzt einmal mal. Jetzt habe ich aus Versehen das Falsche geklaut, Junge. Ich habe mit... Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. Okay. Also wissen, wo wir das herkriegen. For the safety of everyone aboard, if you have any needs, please enter a request. Okay, das die. War mal in der 1 schon? Zwist. Claudia Zwist, Junge. Wie sie einen alle beobachten, Junge. Frech. Ja, als ob ich hier die Einzelnen nutzen muss. Ich muss hier die Einzelnen benutzen. Das kann keiner nach. Das ist eine absolute Frechheit. La 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 da.
Oh. Das können wir vielleicht gegen den Typen verwenden. Vielleicht. Credits gibt's ja hier zu holen. Okay. Starview Ballroom. Don't forget to keep your Starview pass handy at all times, or you won't have access to the ballroom. Yeah, yeah. If you wish to have a drink at any of our lounges, be sure to present your cabin pass to have the cost deducted from your account. Krieg ich niemals geklaut. Here for business? Yes! I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest and cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why in goodness name? That's what I'm hoping. Sorry, but I can't. Maybe so. Maybe. Need to think about it. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Ja, das ist ja schon mal nice. That view is absolutely spectacular, isn't it? If you have any specific requests, please speak to one of the crew's attendants. The ship's purser can assist you with any matters regarding the security of your items. So, what brings you aboard? An open bar would have been nice. Pleased to make your acquaintance. His behavior towards women is abominable. That man really ought to be ashamed of himself. Well, that was boring. Excuse me. Nimm die meine, die brauchst du ja nicht, welche hört. Sir, the Society Chair. Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. Enjoy the rest of the event. A Starview pass is required to enter Quite the a main ballroom. Larry has an A-level executive rating over at Galbank, which means he has access to everyone's accounts at the touch of a button. That's all then? Okay. No, I see. Any complaints about your crews should Have be you tried the directed to candidate? one of the staff. Yes, he's some kind of a top dog over at Galbank. I heard he replaced someone that was caught running a fake loan scam. Nice to have met you.
Hello, are you a member? I heard he uses Galbank's VIP suite on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man ever do any real work? Don't forget to donate to the schön, dass cause. der ja auch. Dass der. Ist ja nur eingestellt bei Galban. That view is absolute. He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Stimmt. Don't forget to donate to the cause. Donate to the Our cause. business has concluded. Here for business, or he's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. Ja, schon klar. That's all then? Okay. Quite a lovely starliner. He's been spending a lot of time with... Oma, ich weiß. Well, that was boring. No, it's... The society chair has really outdone herself this time. Hello, are you? He's been spending a lot of time. Ich weiß. Nice to have met you. Yeah, I wish I could redo. Please remain in designated passenger areas at all times. Have a safe journey. Kitchen. If you want to dine at Captain Brokov's table during dinner service, it's only an additional 5,000 credits. Only. On behalf of myself and the entire Driving Luxury Lines, we wish to thank you for choosing to travel with us. Wie viel kostet so eine Trident Fahrt, wenn ich's mal? I'm sorry, but unless you're reporting a security situation, I need to get back to my duties. If you wish to have a drink Das at unten any das, ne? Schon nice aus. If you want to dine at Captain Rokov's table during dinner service, it's only an additional 5,000 credits. Pleased to make your acquaintance. Hi. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit. Have you tried the canopies? Horrid. Positively horrid. Sorry, I'm busy. Maybe we'll talk another Da time. ist Gabriel. Yeah, can we do this later? I'm busy. I certainly hope they decide to hold all future society events aboard the Starliner. So, what Ey, brings die you Frames aboard? hier sind aber auch die besten. Have you tried the canopies? Horrid. Positively horrid. In the event of a lockdown, remember to return to your cabin in a quiet and orderly fashion. Technikdeck. Aha, ist der Wind. Listen, can you hear the engines, can you? We're not going to find better tuned engines anywhere else in the settled systems. Das glaube ich noch nicht so, aber ja. Wenn du denn glaubst. Ist so gut. Oho. 8-mal Mac-Komponenten. Erstmal schmuggeln hier die Scheiße. Wenn ich dir hier eine drüber zähle, was du irgendwo drin?
benutze das halt auch viel zu selten. Ich könnte das eigentlich viel öfter mal einfach benutzen. Mal einfach. Hier, 65%. Hey! Get the back! Big mistake! Gut. War dein Essen, chill. Wo er gleich ist. Holt euch den Ziel auf, wenn er irgendwann. Also, potenziell. Umweltkontrolle. Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Ja, ich kann leider nicht das Gewünschte von dir klauen. Und die Umweltkontrolle ausschalten, Junge, und alle ersticken. Ich habe ja einen Raumanzug dabei. Aber da kannst du auf jeden Fall was machen. Wir müssten nur den richtigen Schlüssel finden. Aber er hat ihn nicht. Wer könnte den denn haben? Das ist die Frage. Bin eher nicht. Please remember to obey all posted safety and mustering instructions. Since 1977. Komme ich denn hier eigentlich raus, wenn ich hier durchgehe? Crewquartiere. Crewquartiere. Das könnte nützlich sein. These newer vessels more or less run autonomously, which doesn't leave much for the crew to do around here. Let's see. Captain Brokov is one of the most easygoing CEOs I've ever worked with. Der ist ja auch. Also ich meine, ich war ja hier schon, logischerweise, weil wir sind mehr reingekommen. You're a guest of Captain Brokov, right? Mhm. Welcome aboard. Ah, hier wird's. Every day that I wake up in my bunk, Ist halt I count Toilette quasi oder Restroom. Zustand so, ne? Aber, ne. Wenn ihr gesagt, die kriegen wir vielleicht noch mehr. Trident must have spent a fortune equipping this ship. Shh, listen. Can't hear the engines, can you? You're not going to find untuned engines anywhere else in the settled systems. Bla bla. Bin ich aber nie Ausnahme bei der Wolke überhaupt. Die Tür ist nur... Ah ne, das ist die, wo ich reingekommen bin. This particular cruise run Wieso several leckt denn times, das and I can ins Ding assure so? you that the route Also is zumindest in quite der safe. Vorschau. Das Smooth sieht halt nicht aus. Any complaints about your cruise should be directed. Weird. Und zeigt ihr mir jetzt... Bin autorisiert. Willst du mal weggucken?
Ein Traum. Ach, die ist das. Deswegen habe ich die unten nicht gefunden. Das ist, ja, stimmt. Wie hieß sie so? Sorry, do I know you? Okay, wait, are you seriously, are you trying to pick me up? Look, I appreciate the compliment, but I'm already seeing someone, and my partner doesn't like competition. He gets very jealous. His wife? Oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works, so let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? Ugh, I should have destroyed that disgusting letter. Fine, you win. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. I was going to confront him back on Jemison, but then he invited me on this little trip through the stars. All expenses paid, first-class accommodations, the works. I figured, why not wait until I've milked him for every credit he's spending before I drop the hammer? I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. I wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts. The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. And why should you? Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly Galbank worker drone, right? What, are you writing a damn novel? Fine. Maybe. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their commnet for any Galbank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in Galbank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in, whether we liked it or not. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Ja, würde ich gerne. Ich würde auch generell einfach jeden hier auf diesem Schiff erschießen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aber
Dann heulen die wieder rum auf der UC Vigilance. Wobei ich es gerne mal probieren würde, was passiert. I've done this particular cruise run several times, and I can assure you that the route is quite safe. Is it so? Here for business or pleasure? An open bar would have bit been lost nice. in these Trident's surroundings. gouging us. Hello? for every credit we've You here for the charity event? Well, I work for UC Security, meaning that business isn't exactly my area of expertise. I'm afraid I can't really help you. If you're looking for a business opportunity, you might want to check with someone else. You mean specifically? Oh, I work for the Corporate Fraud Division. We monitor all of the major megacorp financials and transactions to ensure that nothing improper occurs. You're asking a lot of strange questions. What exactly do you want? To be honest, I'm here to keep an eye on the charity event. It might not be as glamorous an assignment as a colony rescue or taking down some criminals, but anything that keeps the peace is important to me. What is this all about, anyway? Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. Just in case you weren't aware, I am the authorities. No, you are not. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Hello. Are you a member of the society? Okay. Jetzt habe ich wirklich Lust, ihn zu erschießen. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Don't worry, it'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? Go do something useful, okay? Ich meine, das ist ja nichts, was ich jetzt nicht wusste. Aber... Naja. Aber ich sage ja, irgendwas müssen wir mit diesem Lebenserhaltungssystem noch machen. Der Umweltkontrolle.
Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rokov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner-class comfort down here. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather work on the bridge. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse, though, right? Oh, sorry, that area's off limits. No exceptions. Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the... Yeah. Of course, this beauty. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Yeah. Remember not to touch anything, please. Genau, jogg mal weg. Damit wir hier unser Ding machen können. Was können wir wohl so machen? All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction or a drill. The Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed. Ja. So, ich finde das schön. So, du Lorch. Was ist eigentlich hier so viel Waffen und ein Scheiß? I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. You're working for Ikande's little anti-pirating outfit? So what? I have nothing to do with the Crimson Fleet. And even if I suddenly decided to stay loyal to the old UC, why would I possibly want to incriminate myself by handing over evidence? And remain there until you receive further instructions. Claudia said that. You sure? Damn it! That means my money's already gone.
And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'd love to see the bastard fry. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I could end up in jail. Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. Sure. Oh, I've got everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan. There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. What the hell? Oh! Ah! Son of a... All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. I knew I'd find you! This is bad. Just finish it. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Vessels.
Oh, jetzt weiß ich ja, dass der eine Slate hat. Jetzt kann ich den irgendwie auch All einfach abnehmen. passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. No. Please. Wieder sicher die ganze Zeit schon überladen bin hier. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Couldn't resist the urge, could you? All hell's breaking loose across the Siren and the UC's on its way. We don't have long. Well, this isn't the road I would have taken, but hey, you got the job done. You're crazy. You know that? Well, you sure livened it up. It's gonna cost Trident a fortune to mop up this mess. I'm glad one of us did. I'm just hoping you'll put in a good word for me with Delgado. Otherwise, I've risked my career for nothing. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Of course, of course. I understand completely. Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Doverleach. Yeah, I'm a bit short in that department myself. Perhaps I can pay you back later in some other way. All passengers, Just look for me on may I the have your queue, attention, and I'll please? see what I can do. The captain has All right, declared a we better get out of here ship-wide before Trident emergency. sends rescue ships to Please investigate. report to your cabins Hopefully, in the orderly next time we fashion meet, we'll be and aboard remain the queue. there until you receive further instructions. Also, ich werde bestimmt mal einen Run machen, wo ich das einfach tue. Aber... Ich dachte, ich hatte vorher echt schnell gespeichert. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Ich weiß, dass er eine Slate hat. Vielleicht kann ich den einfach Please klauen. report. Dass ich halt überladen bin die ganze Zeit, Junge, dann geht mir schon so auf den Piss hier.
Diese ganzen scheiß Ressourcen und alles. The ship is in a state of emergency. Ich meine, ich hätte das hier vorher auch theoretisch klauen können auf der. Weil der hat das nicht in der Tasche. Aber Junge. Weil der hat 1500 Credits, die könnte ich den einfach klauen und dann bezahle ich ihn mit. Ich habe doch gerade... Habe ich nicht eben da schnell gespeichert? Oder habe ich richtig gespeichert? Also sehr. Ah ja. Äh. Thank you. So, hier du Lutscher. Wenn du die Slate da nicht hast. Wo ist die Slate dann? I was wondering if you were the cause of the ship. It's time you... I always took him for a fool. But I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by... Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudia or Dombrowski without having a little insurance policy. If I've learned any... May I have your attention, please? The captain has declared... I don't know where you got that information from. That means my money's... I'm not gonna lie to you, I don't want... But if I give you that... Remain there until you receive further instructions. At least I walk away with... Here, with this slate, just remember that... Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No, you can leave me out of your merry little band of pirates, thank you very much. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be a huge pain in the ass. No. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Akande's loaded with big-picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. You better tell Dombrowski to run, because if you don't kill him, I will. Wo ist denn die Justice, die er eben noch erwähnt hat? Die ist ja plötzlich weg. Aber war hier nicht noch ein anderer Weg hoch? Nee, immer nicht. So, du Lutscher. All passengers, may I have your attention, please? Well, The captain has declared a ship-wide you must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Au contraire, my misguided friend.
There's a bargain that needs to be hammered out, and you will listen to the facts before we proceed. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. I see. That certainly places a damper on our negotiations. Perhaps I can hasten my diatribe to temper your violence-ridden contribution. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? All passengers, may I have your attention? Oh, it was actually a rather easy deduction to make. It's the only thing of significant value that I still have in my possession. Oh, it appears we've reached an accord. And may I say, it was a pleasure conversing with an intellectual equal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Aber hätte ich ihn den nicht jetzt, also mal so rein technisch gesehen, hätte ich ihn den doch bestimmt auch einfach klauen können, oder? Ich hätte bestimmt einfach hinter ihn ziehen können und das Ding aus seiner Tasche ziehen können. Doch empfohlen. Oder labert er mich eins bei den All Merken? passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. So kann ich ihn ja nicht... Hallo? Den Stuhl einpeilen, aber ihn nicht, oder was? Ich kann ihn... okay. Okay. Hey, warum? Hä, was hat denn das jetzt so lange gedauert? Ich dachte mir, alles klar, jetzt habe ich den einfach eine Kugel verpasst. Easy. Das wäre nämlich mein Bedürfnis, nachdem er schon so gelauert hat, Junge. Aber... offensichtlich. Kleiner Ju... Oh, Junge. Kleiner Our Juro. security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during the... Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandine owed me. But hey, you got the job done. I'm glad one of us. I'm just hoping. You know... of course. Anyway, I owe you one. Yeah, I'm a bit short in that department myself. Perhaps I can pay you. Well, I suppose. And the infamous machine. Or wie das hieß, das Game. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion
and remain there until you receive further instructions. Ich würde aber jetzt gerne diesen Zugangspass direkt zur Crimson Fleet bringen und nicht zur UC Vigilance. Was ist, wenn ich jetzt einfach direkt zur Crimson Fleet fliege? Anstatt zur Vigilance. Sind nicht noch andere Wege runter? Und dir klar hier? Roboter. Der Roboter. So, was will der jetzt von mir? Gib dich nach New Atlantis. Achso, ja, dann soll man ja stimmt. Ach ja, wir sollten ja dazu den. Aber ich habe Kontraband an Bord. Also wir fliegen erst nochmal zum Key. Wir wollen ja Kontraband loswerden. Hast du immer wie so viel Scheiß da geklaut? Hier müssen wir ja mal loswerden. Next time you see Bog, tell him to light up. Okay. Er ist Bock. Bock. Ja. Also ich sage wirklich eine Quest kriegt, sprich mit Bock. Okay. Here. Heading out. Sure, I got some. Was würde dein Geld? Alter, hat ja nicht das Geld, Junge. Stay safe out there. Dude, jetzt muss ich erst warten. See anything you... Hey. Ich hab kein Geld. Don't miss me too much. Wie viel Zeit ist jetzt wohl so vergangen? Reicht das, wenn wir jetzt 24 Stunden warten? Oh, ups. Ich wollte schon den Slider einstellen, deswegen habe ich Bewegen gedrückt. Wir müssen noch Zeug verkaufen. Das ist schon mal um 4, Junge. Wir kurz noch 2 von den Stream. Ich glaub's hier. Hier so ein Appetit auf irgendwas Snackiges. Ich habe schon Lebkuchen gekauft. Ich kaufe dann immer einmal im Jahr den Lebkuchen, wenn die dann da sind quasi. Und dann nie wieder. Und die esse ich dann oder so diese Pfefferdinger. Pfefferkuchen, esse ich Pfefferkuchen? Keine Ahnung. Wir werden ja wohl 24 Stunden schon mal unterwegs gewesen sein, oder? Wir waren noch an Neon, oder nicht? You have something? I hope you're not low on credit. Ja, guck mal. Reicht. Dude. Ich muss erstmal hier das bei dir loswerden. Du hast schon nicht genug dafür. Schon belastend.
You find anything of value, bring it here first. Und die kaufen ja hier alle. If it's hard to find. Die kaufen doch hier alle. Kontraband und sowas. Deswegen, das ist eigentlich in Ordnung. Always a pleasure. Dass ich euch immer ausnehme, finde ich gut. Ne? I don't need it. Fine. Das findet er gut. Oh. Bye, I guess. Weapons for all occasions. Take your pick. So viel gibt's ja nicht zu picken. Ihr habt ja alle kein Geld, um mit mir richtig zu dealen, Junge. Need more weapons or ammo? Come see me. The right protective, the right gear. Und klar. See ya. Guck mal. You don't Ach, die make it geht in durch. I bet I have. Bugs in the funk that will kill Done any you? mood. Fine by me. I hope you actually need just to make it quick. We're done here? Great. Right. Are you looking to start something? 'Cause I'll finish it. I've got bounties in every system. Idiots will never catch me. Yeah. The key. The key is not to get catched. That is the key. You know how it is. Need something? Ja. Geht's uns ja wieder leichter hier. The fleet is family. Überlegt, ob ich das Schiff mal wieder tausche. Auch wenn wir in das andere natürlich auch relativ viel reingebuddert haben. Aber wir brauchen ja technisch gesehen nur ein Kampfschiff. Plus. You've got stuff to smuggle. I've got all business.
Sounds like fun. Let's see. Ja. Warum hat das eigentlich 35 Reaktor? Und der hat nur 34. Ah. Der war. Warte mal. Keine Ahnung. Ursprünglich war das Schiff noch schmaler eigentlich. Es ist dann nur so groß geworden, weil Reasons. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Warte mal, jetzt habe ich kurz eine Idee. Weil ursprünglich war das Schiff viel kleiner. Also da war eine Row vorne oder so. Here to upgrade that ship? No, but... Oh, yeah. Weil das war quasi so und dann war hier das. Und ganz am Anfang war einfach das zusammen. Dabei hier vorne in dem Bereich war gar nichts. Haben die... Haben die noch eine andere Möglichkeit für Lander? Road, Nova, Hope. Lockerantriebe, Getriebe. Man gibt halt nur die oder die. Bei denen hier zumindest. Aha. Ja, wir werden da irgendwann wieder hinkommen. Ich denke mal, die Werke hier. Die sind nicht das Letzte, was man hat. Ja, ich habe halt 2 Fenster abgenommen, deswegen haben wir ein bisschen Geld gekriegt und sind leichter irgendwo. Aber irgendwann will ich das Schiff wieder leichter machen, nehme ich an. Problem ist, ich baue ja auch immer an diesem einen Modell rum, weil es natürlich sinnvoller ist, weil ich eh nur ein Schiff fliegen kann. Das hier zum Beispiel hätte ich gerne diesen Docker, der nach hinten geht, weil jetzt kommen wir halt hier unten raus, so. Und da musst du dich erstmal zurechtfinden. Das ist halt, weiß ich nicht, horrible. Dass du halt keinen Aufzug ab 2 Decks oder so haben kannst oder so. Das finde ich halt ein bisschen schade. While we scan for contraband. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis.
Okay, der Boni, den wir da gekriegt hatten, der war echt krass. Constellation. Die können so wenigstens weglaufen davon. Got it. Anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk right here for you. Know that. I know that. Betritt das Galbank-Archiv. Ist das dann da oben? Die beschäftigt sich strikt. Ist das nicht das Gebäude nebendran oder so? New Atlantis. Übrigens, ich habe die Mission erfüllt. Good luck out there. I mean it. Galbank, I do hope you're taking advantage of our remote transaction. Hatte ich nicht eine Mission für die erledigt? Ah. Hello, welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. No, never, not at all. I'm so sorry. Hey, look, please don't mention this to my supervisor, okay? She'll give me a low rating, and I'm gonna end up scrubbing floors. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. I got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. That's suspicious. What's that? Ecliptic? Deswegen war der so nervös. Compromise. Oh. Ich will kein Ding sein. Negotiator. Elliptic. Searching. Hey, Daddy. You're done.
Serendipity. 1.76 Million Credits. Ist das dann die Aussage oder was? Keine Ahnung. Prosperity. Doppelpunkt Woli. Woli Alpha, Grundziel vertraulich. Okay. Supremacy. Plantes Ziel Alpha Centauri Jamison, Sol Mars. Jetzt bekanntes System im Saturn. Oh. Okay, good to know. Da ist auch eine Menge Credits an Bord. Die Legacy. Besser Wert vertraulich. Punkt vertraulich, Zielpunkt. Jetzt Position Bannock 4. To know. Eigentlich sollten wir doch der Wache da vorne direkt auch eine mitgeben, dafür, dass er uns hier mit reinstolpern lassen. Dick. Trash Lords, ey. Ach, guck mal, wer weg ist. Ganz merkwürdig. Ich hab nichts gehört, aber ich würde auch nicht direkt zum Key reisen. Die anderen Mitglieder von Constellation haben immer sowas gegen so ein bisschen Murder und so. Etwas dagegen zu haben gibt, quasi. Junge. Sprich mit Delegado. Wenn ich der Rook bin, warum mache ich dann die Geilen auf der ihr Lappen? Asking for a friend. Need a drink? Bog at the Last Nova will be more than happy to take your place. Mhm. Das. Fish. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Still a lazy old bastard, huh? Can't say I'm surprised. That's not exactly filling me with confidence, Rook, so I'm going to leave it up to you. Is Rokov in, or is he out? Works for me. He's out. Good. Now we can finally get down to Das Problem ist, business instead vielleicht of talking ist der about that potenzielle useless waste Händler of auf der space. Station dann und wir sagen, nee, raus mit Speaking der of Viecher. which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Mhm. Don't know that one, huh? Nope. Well, pick up your pencil. There's gonna be a test on this later. EM class means the planet
is giving off a ridiculously high amount of electromagnetic radiation. We're talking off the charts here. Fly your ship anywhere near one of these death traps, and you'll blow every single circuit on your ship. You'd be dead in space. Get it? Klar. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. The Rook's right. We tackle one problem at a time. Can we track it, Neva? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called the ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. I promise. You're gonna write that in your diary, little girl? All right, that is enough. We are in arm's reach of Creeks' legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. So ist das immer Controller gut. Where are we heading? We may not have official security on the key, but we are always looking out for traitors. Need something? All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? Well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call, but that's on you. Anyway, ja, das war here's auch your Absicht, cash. da wollte ich eigentlich auch laden. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? 3000 Credits? We've all got work to Okay. do, so let's get to it. 14.000 Credits, was? Wie soll ich jetzt auf die scheiß Challenge wieder Bericht erstatten, Junge? Better get a move on before Dale sees you slacking. Here to upgrade that ship of yours? Nö. Armor piece. That prison. I heard Jasper Creeks is ghost haunts the place. What? Ja, die ist voll automatisch, deswegen. No dead man is going to keep me from my payday. But you can't kill the dead. Says who? If Creeks can live twice,
he can show us shit, die twice too. Ah ja. Wir brauchen erstmal genau. You looking to start something? Because I'll finish it. Als Junge. Wir brauchen hier noch Kleber. Oh, ganz schön viel Kleber. Was sind denn Spezialprojekte? I always thought e-leeches were just pests. Never considered trying to raise one as a pet. Imagine having your own terramorph. Rucksack Mods 3, Spezialprojekte 1, Anzug Mods 3. Aha. Okay. Gastronomie. Homologie. Homologie. Ja, dafür brauchst du Spezialprojekte. Sonst kommst du da nicht weiter. Sie. Labert der mich eigentlich ganz voll hier, Junge? Willst du mich? Recall uses to step sharks, but to the fleet, they're just bait. Ja, mehr kein Material hier. Den können wir jetzt zum Beispiel Stechabzug, den können wir machen. Da wird uns nur Platin für. Aber Platin habe ich sowieso kaum. Intern sind auch so die letzten, die du kriegst. Okay. Kommen wir zur Vigilance. Ich fände das besser, und wenn ich mir aussuchen könnte, erstatte ich Bericht. Und wenn ich ja Bericht erstatte, bin ich also Truth oder eher so für mich mehr die Wahrheit, die ich halt dann nutzen kann. Weiß ich nicht. Und jetzt habe ich halt Rohkopf, habe ich nicht. Und ich habe den anderen Dude wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn man sagt, komm mit rein hier. Die weiß ich nämlich nicht. Vigilance war ja... Ja, genau. Mit dem anderen System. Wir haben zumindest niemanden umgebracht. Aber dieser Commander ist sowieso auch so ein Spacko, Junge. Okay, hello. Early reports say your mission on the Siren was a success. I'm sure the commander is pleased.
Heard you made off. With something called the Earth's... So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Nice work. Any specific evidence you picked up regarding criminal activity should be given to Lieutenant Toft after the debriefing. If the evidence pans out, you can visit those alleged criminals in our brig the next time you stop by the Vigilance. But for now, what do you have on Delgado and his little ragtag group of pirates? We told you we'd be keeping tabs on you. So, did you get information for us or not? Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. We've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Good. That should slow them down for a while. What, are you kidding me? I don't feel bad for them at all. In fact, I can't wait till the key is a smoldering pile of space debris. All right, calm down, Lieutenant. Ist er? Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. I'm not certain. Galbank uses their own proprietary transponder system. Even a ship as old as the Legacy would be a challenge to trace. And even if we could find the ship, we don't have anything strong enough to resist those levels of EM radiation. Unfortunately, we're hampered by the same obstacles as the Crimson Fleet. Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Crix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. They have information about the Comspike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the Comspike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. Weiß ich ja nicht. This mission is going to require discretion on a number of... That information is classified, so even what I do know I can't divulge. Now, I realize as part of this mission, you'll probably end up finding out anyway, but that's besides the point. For the sake of your cover, it's best you work with whatever information the fleet gives you. I know as much as you do. I wasn't briefed on this particular device. But if the fleet wants to trace the Legacy's transponder signal, they'll need something beyond the decryption tech we have currently. If such a device exists, it's likely being developed by the UC. Und weiß, dass wir... Glad to hear it. No? Let's see what you got. Tisk, tisk. Looks like Mr. Rokoff lied on his application to Trident Luxury Lines about having a clean record. No matter. Next time he jumps from the key, we'll have him picked up. That will be one less fleet captain for us to worry about. That it? Are you kidding me?
Dombrowski was already making a 6-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. Ah, it's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Have any more? No. Understood. Keep searching and you're bound to find more. Sollte ich Let auch. me know if you need anything else. Ne, ich wollte mal zum Brick gucken. Warte mal, wo war die? If these missions keep going sideways, I don't know how much longer the commander can vouch for you. Also, die ist einmal sideways gegangen, weil ich das so wollte. Man kennt so Bridge von der UC Vigilance. Das ist ja wild. The Vigilance is a state-of-the-art warship. Anyone that gets on the wrong end of her guns is gonna... We hunt piracy all across the galaxy. Weiß ich nicht, Digga. Eure Bewaffnung sieht jetzt nicht so impressive aus, also ich habe dieselbe Bewaffnung. Aber mehr. Gefühlt zumindest. Ich habe sogar eure Brücke. I could have joined any division of the UC Navy. Okay, ihr habt hier den Cargo Bay Dings nicht, aber ihr habt hier... Wer ist denn hier der Captain? Also der Commander ist ja nicht der Captain. Der Commander ist ja... Howdy. Oder ist der... Bist du der Captain? The fleet call us sharks. Ich dachte, der ist der nicht Admin? Nee, was ist denn der? Der Commander ist ja nicht... Ja, vielleicht doch. Aber ich kann nicht wenigstens an Bord ist, der Brück. So. Wie können wir dieses Schiff sabotieren? Ich bin ja eigentlich ein Fan von der UC, aber die hier, die sind richtig... blinded by the light. Yes? Ist sie. Über einen Dayu, den kenne ich noch nicht. Erhöht leichte Reichweite von Combat-Tech-Waffen. Was sind denn das Combat-Tech-Waffen? Naja. Wherever the Crimson Fleet go. If we keep having casualties, it's going to be tough to explain this to Mast. Ich habe da kein Problem mit. Nur ihr. Siren of the Stars, huh? Pretty fancy for a pirate. Orders came down. Looks like they're fine. Haben wir denn schon irgendwen If I'm Lieutenant Tompkins organized, is there a reason for the harsh? verhaften können? Nee, ne? Niemand. Sometimes trudge through cold, frost-wet trenches on their daily patrols. Prolonged wetness. Ja. Er hat noch hier mit Dings gekriegt. Das werden wir mit Boot oder wieder. Mit Bock, genau. Reden wir mit Bock. Bock, Bock. Bock, Bock. War mir eigentlich schon? Nee. Aber wir können doch eh den Systemweit scannen. Und hier hatte ich ja schon. Ja. Den hatte ich noch nicht. Ich hatte hier auch noch nicht.
Nicht. Schrödinger. Das war knapp. Oh. Bisschen Brock. In the fleet, you either put up, shut up, or die. Put up, shut up or die. Wird auch ein Lied sein. If you need credits, hit up the mission boards at the Ja, ja. Wie kommen die damit klar eigentlich, wenn ich jetzt sage, jo, wir machen jetzt Piraterie? Für die Crimson Fleet. Aber die sind die Frames aber auch irgendwie nicht mehr so geil. I was wondering when you'd wander my way. The name's Fergus. Fergus Wickham. But you could call me Bog. Welcome to the last Nova, where the drinks are never free. Hast du keinen Bock? Probier's mit Ziege. Got her back in my experimental days. Before we fixed up Nova, she was a real boggy mess. Practically an indoor swamp. I figured some of what's growing around here could make some decent booze. Some might say I only got the booze part right. Guilty? You name it, I got it. Although, I can't speak to quality. We don't believe in expiration dates here as long as it gets the job done. As long as you're buying, stay as long as you like. The last Nova never sleeps, so no last call here. Since it's your first time with us, I'm willing to make an exception to the rule and offer you my speciality. On the house. 1 free bottle of Bog's Grog. That's the spirit. I knew you'd be the adventurous type. And if you like it, you're in luck. Cheapest drink you can find, and guaranteed to drown those sorrows. Yeah, working around this lot day in, day out, you'd think they wouldn't give a damn. I think I need to take you up on that offer. I guess I'm thinking of my dear old Maddie. The only woman I ever loved. Almost married her, I did. I missed my chance and lost her to one of my best mates. I'll tell you what, if you want to help an old man out, bring me back the one thing in Maddie's that ever meant anything to me. Her ring. You're in luck. Clay showed up on my radar a bit ago. Probably why I'm in a bigger rut than usual. I'll send you the details. I don't care how you do it. Just get that ring back. Die Kamera, Junge, kommt gar nicht klar. Verlassen die Ekliptik-Station. The fleet protects our home. You turn against us? Ja, was ist denn jetzt, wenn ich sage, ich habe hier Piratenaufträge? Ja, nicht was.
Box Grog, yeah. All right, Jazz. What do you got? According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY-920. Location undisclosed. Die kenne ich. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jemison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. I sure hope so. She might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. Da war ich schon ein paar Mal. According to the data we have, Zweimal it's bin in ich the da hingesprungen prototype phase. zu dieser Station. There should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. We paid good money for the information, so I'm sure it works. Mhm. And if it doesn't, a certain source at Mast is going to have to deal with a very pissed off Neva, and that would be the end of that. You just bring the tech here, I'll do the rest. Oh, and one more thing. SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops, and we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Are you kidding? The UC's already painted giant red crosshairs on our backs. Keyway and his pals at SysDef won't rest until we're dead. It's not like you can make them any angrier at us, right? Shoot the place full of holes if you want. Just bring back that comm spike. Perfect. That's what I like to Name, hear. der noch in der Liste war auf der Vigilance. So I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Oh, okay. You'll make sure. More like get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. The Crimson Fleet made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. We'll talk later. Okay, wir machen mal so ein paar von diesen Piraterie-Sachen. Was I am interested in this. Die sind die alle super, super drauf hier, muss ich ja mal sagen. Need something? No. Not really. Hier, der Rook macht die ganze Arbeit, also halt die Schnauze. Ich schlucke auf dem Wasser oder was?
exit the clinic's space. Please dock, or leave the area clear for incoming patients. Ich glaube, mit Level 60 hatte ich gelesen, wobei man kommt ja nicht drum rum, irgendwas zu lesen. Mit Level 60 hat man die beste Gear, aber das weiß ich nicht 100%. Ma'am, I'm just a courier. Bin ich ja noch nie gewesen? I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? I believe this is the third time. Yes, that sounds right. 3 times. I will be making it very clear. Ich habe den Rucksack irgendwann aus Versehen verkauft. Natürlich nicht optimal. Your superiors that lives are at stake, and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. Understood. Thank you, Dr. Salvato. You may return to your duties. It's a grav drive. I literally can't get here any faster. No matter how much we learn, we're only just Whatever you barely do, staying ahead don't of let the curve. anyone in here sneeze on you. Welcome to the clinic. I'm Dr. Goodbye. Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? Are you? Because I don't have any appointments scheduled. We have a particular focus on astrovirology here. So the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care, and sometimes require unorthodox or experimental treatments. We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't leave room for much else. Whatever business you may be here for, I trust that you will conduct it quickly and do so without interfering with my staff or our operations. Would you now? Well, I suppose we could always use additional research specimens. The more data we have about what's out there in the settled systems, the faster we can diagnose novel illnesses. In theory, at least. I suppose we could consider you an independent contractor of sorts. Our knowledge of toxins could always benefit from additional examples. If you can collect samples, we'll gladly take them. Wie viel reden wir denn? What we're looking for are basic organic substances. They could come from any number of flora or fauna on countless worlds across the settled systems. Just keep your eyes open as you or frankly, if you can. Thanks for delivering critical supplies would be nice to hear once in a while. Anything I can help you with? It's security. It feels like I've been waiting forever. Doctor, are you here for a procedure? Hey, let's keep our voices down. The clinic doesn't exactly know I'm giving its supplies away. That being said, I've been expecting someone soon. I've heard Bayou really has a vice grip on Neon right now. I have some supplies I can give you. Should be more than enough for now, and it shouldn't draw any suspicion from the clinic. I'll have them loaded onto your ship. Sehr gut. Sorry, I can't do that.
You may think so. Easy. We're just talking, right? Oh, I really shouldn't do this. If the clinic finds out... All right, you win. You're very persuasive. I can throw in a few extra supplies, but I'm not going to make this a regular thing, okay? They'll be loaded onto your ship. Perfekt. Danke für die Need to make sure those files are backed up. You know, just by breathing the air in here, you are being exposed to about a dozen different viruses. I'm kidding. Probably. Every new alien pathogen we discover is just a little more job security. There's such a mountain of work, I could really use a hand. Oh, well, that's appreciated. There really isn't anything you're qualified to do in here. No offense, of course. But, I do have some data requests from other facilities in the settled systems. Everyone always wants to know what we're up to. Usual courier has been less than reliable lately, so if you could get this slate where it needs to go, that would help us, and put a few credits in your pocket. Ja, klingt gut. Take care of yourself. Yep. There's certainly no shortage of things to do around here. Is there something I can help you with? Ja. You look a bit lost. Damn. You're fleet, aren't you? Oh, I should have known she'd send someone. Look, the price of goods here has gone up. Doubled, tripled even. Did she not even consider a cheaper supplier? She really should. Samina told you about that, huh? Well, I get why she'd think that, but that's not it at all. I was trying to nudge her into ending our partnership, using the only language the fleet knows. Creds. It's just, I hear about people getting treated or dying all the time due to run-ins with the fleet. How does it all shake out in the end? I don't know. Either way, it seems like I end up with lives on my conscience. Yeah? Advice from the fleet. This job is my life. I'd hate to risk it. I think you've convinced me. Still, I can't believe I made a deal with the Crimson Fleet. I've stashed the supplies in the storage closet just around the hall. Here's the key. Just try not to let anyone see you. I want to keep this as under the radar as possible. Wunderbar. Whatever you do, don't unplug anything. You do, and I'll make sure you wind up in... You'd be surprised how many times I have to argue that we... Oh, you're not familiar? I'll give you the quick version. UC built the station back in 2194. It was outside of their established territory, which caused a bit of a disagreement and a bit of a war. And after what I think most people would agree was much too long a period of time, the war ends. One of the terms was the station was handed over to the Freestar Collective. Ah, never really thought about it that way. Guess you're right. Natürlich, Although, das Freestar Collective wollte eine Krankenhausstation. I don't really understand what qualifies. Also zu dämlich So sind selber since eine zu then, the bauen. clinic's been under Freestar Collective control. Over 100 years now, I think. Over time, it started to focus more on weird things. People picked up on all sorts of planets and space expeditions, became known for it, and now focuses on it almost exclusively. And here we are today, carrying on that work. Actually makes me feel kind of proud when I lay it all out like that. Have a good one. Wie viel ist es denn überhaupt an gerade? I'd rather not have you in here. Excuse me, but this is my private room. We appreciate the company, but you might want to keep your distance. I know your type. Freewheeling space ace? Must be nice. It's good to see someone other than a nurse. The treatments were fine, but the food? Oh, heavens.
Never a dull moment. Ist nicht ein bisschen kurz? Das ist so eine kleine, unauffällige. Not exactly a hotbed of criminal. Between you and me, see you around. Secure wing. Authorized personnel only beyond this point. Move along. Safe area. Just 1 week without something weird. That's not too much to ask. How does she expect me to get all this done by myself? Done. Which? Okay. Wild. Take it. Warum kann ich überhaupt hier hoch? Also. Ist hier noch irgendwie irgendwas? Ne. Freestar Collective. Kann ich die Bots irgendwie abschalten? Mind your step. Mind your step, he says. Dr. Cassidy. I'm here for research, not treatment. I'm afraid I lack the time for purely social interactions.
Warum die so alle so passiv-aggressiv sind, Junge? Würden Ärzte nicht freundlich sein? Zumindest ein bisschen. Kleines bisschen vielleicht. Ich muss erst abdocken, sonst kann ich eh nicht springen. Der Unterschied zwischen der Crew, die ich jetzt halt an Bord habe, und den Leuten, die ich sonst so habe, ist, dass die bezahle ich halt. Was er loyal macht. Ich sie bezahle. You see Mule. Hold your fire. It's all yours, but I'm reporting this to the authorities. You do what? Direct hit on the grass drive. Warte mal. Gucken. Ich glaube, jetzt war sein. Ich glaube, wir haben jetzt Kopfgeld, aber ich bin mir nicht sicher. UC Discovery. 56 Dings haben wir. Ist relativ nah an. Muss ja auch immer reasonable bleiben. Got you on comms. You're outgunned, and you picked the wrong ship to pirates. Let's do this. All ships, we have a hostile in orbit. Deadly force is authorized. Hostility will not be tolerated. Warum schießen jetzt unsere Batterie wieder nicht? Critical damage on the grass drive! Engaging a UC ship? Not very smart. Doch, die Roten schon. Grass drive down. We can't jump. Ground drive offline. We're not jumping out. That was the grav drive. Take
übrigens keine Energie mehr im Antrieb. Wir sitzen hier einfach nur. Just lost a weapon! Get that engine back online! Was ist mit unseren Batterien hier? Energie in die Systeme umleitest, da wird mehr repariert. Ja, schön, dass der Grafter auf das erste ist, was wegfällt. Und dass unsere Hauptbewaffnung gar nichts macht. Jetzt ist der Frachtraum voll. Wir ziemlich verarscht. So viel Beute und der scheiß Frachtraum ist voll. Und warum hat unsere Hauptbewaffnung nicht gefeuert? Get it. Ship Okay. services? You need it, I've got it. Du bist hier. Wieso bist du hier? You've got stuff to smuggle, I've got the stuff to hide it. Take care of your ship, she'll take care of you. Well, it's not aliens who just pests. Never considered trying to raise one as a pet. Imagine. Ja, Frachtraum ist halt so gut wie komplett voll. Das ist das Problem mit der Größe unseres Schiffs quasi. Wir haben nicht mehr viel Platz für Module generell oder so. Das ist alles ein bisschen schwierig. Warum haben die Geschütze nicht geschlossen? Das war schon wieder weird. Aber wie kriege ich denn jetzt da was weg? No. Also ich meine, das Problem ist, in der Links bringt mir das halt gar nichts. So. If you got any spare creds or just need to unload some junk. Now you buy from me? I'm sure I got some. Du hast halt keine Credits. Stay safe out there. Ja, Too many missions, not enough time. Wird er doch Frachträume anbauen wieder. Aber wir müssen gucken. Is Smina seeing anyone right now?
Anything ship related? If you've got the credits? Sounds like fun. Also erstmal, warum haben die Dinger nicht geschossen, ja? Das wäre meine erste Frage. Ausrüstungsplatten könnte ich auch löschen. So, dann können wir die Fenster zum Beispiel löschen. Es gibt jetzt immer noch mal ein paar Module, die wir bearbeiten können, sag ich mal. Wir haben halt nicht so viel Platz, wo wir tatsächlich noch vernünftig Dings haben. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch neue Dings brauchen hier. Jetzt steht schon mal fest, aber vielleicht sollte ich einfach den hier kopieren. Und dann nur umbauen, weil dann ist der wenigstens schön gefärbt. Ich war, wo können wir denn noch sinnvoll noch 2 Frachträume hinsetzen? Jo. Warum ist das manchmal so extrem slippery? Ja, schon klar. Halt.
Natürlich jetzt wieder eine Top-Sache, weil jetzt die Farben wieder nicht mehr da sind. Das ist halt echt schwierig dann. Weil die Farbe löscht sich ja dann irgendwann so. Jetzt müsste ich genau denselben Ton wieder kriegen. Wie schon mal. Kannst du dir ja vorstellen, das ist fast unmöglich. Alter. Bitte, ungefähr hinkommen, ich weiß nicht. Möglich. Gehen wir mal ein bisschen hin, machen wir auch ein paar Frachträume drauf, da auf die Boote. So. Was soll ich machen? Ich würde gerne Gewicht sparen, aber Problem ist, es lohnt sich halt. Also ich werde vielleicht nochmal so ein richtiges Frachtschiff bauen und da werde ich dann halt alles craften. Dafür brauche ich einfach nur so einen langen Strang, dann kommen dann ganz viele Container dran. Richtig Power auf die Antriebe, Docker und alles. Und dann geht's los. Ich wollte aufstehen. Das ist zumindest mein Plan. Wie viel Frachtraum hast du noch? Ah, jetzt sind wir 6200. Das ist wieder so wie vorher quasi. Also ich kann ja eins bauen, was halt irgendwie viel mehr hat. Wenn ich das so wenig wie möglich mit Waffen versehe. Und halt wirklich nur Basic Shield, einen vernünftigen Craft Drive, einen fetten Generator, der das alles powern kann. Eine Idee. Das ist einfach so ein Cargo-Ship quasi. So ähnlich wie unser. Also ich werde das wahrscheinlich auf dem die Gefängnistransporter aufbauen. Ja, das macht am meisten Sinn. Das ist eine Schild. Nee. Das ist die, wie heißt das Ding? Ist das die Phalanx? Nee. Ich weiß schon nicht mehr, wie das Ding heißt. Wir sollen was von der Handelsaufsicht glauben. So sagt eigentlich unsere Kiste. Der Hoffnung. Wieso sind die eigentlich manchmal connected und manchmal nicht? Check ich nicht. Du leckt das so. Wir haben nur 5 offene Frames. Wir haben nur bei 60 Frames. Was sagt mir meine freundliche Kiste? Also wenn immer geht, brauchst du hier, ne? Gibt
Gibt's immer was zu holen. I'll take a look around. Well. Eigentlich interessiert mich ja nicht, was du zu verkaufen hast. Eigentlich will ich nur verkaufen. Oh. Hier war das seine Anzugwerkbank, bringt mir nicht viel, glaube ich. I get all kinds in here. Es hält auch ein. Warum haben die so eine Dreck, weißt du, warum ist das so ein extremer... Ich meine, ich... Sure, outlaws. Okay. Elegant. Aber den Großteil meiner Ressourcen You ask me, traveling in free Starfield space without reliable habe ich halt na, auf Jamison in der Lodge, weil ich dachte, ja, dann kannst du ja da von deiner Kiste aus bestimmt easy herstellen und im Keller. Ne. Trade authorities are always looking. Do you have business with the trade authority? Opportunity. Now you're speaking. Da habe ich eigentlich 2 Mark One Anzüge. Stimmt ja, die kaufen mir ja alles Diebesgut ab und so. Oh ja, was? Ich will, dass das Schiff immer wieder so eingerichtet wird und du damit quasi infinite oft einfach Kram verkaufen kannst. That's mine! Give it back! Alter. Gut, ich bin ja legit getan, dann kommt dieser Wichslappen in die Tür gelaufen und sieht mich in dem Moment, wo ich es aus der Kiste nehme, obwohl ich noch versteckt war. Muss ich dir wieder so. What brings you to the... I'm sure something will catch her. Take the shit, Junge, und halt die Schnauze, Alter. Kleiner Affen-Dicker, Junge. Habe ich dir irgendwas verkauft? Bin der Meinung, dass... Die brauche ich, glaube ich, für die Quest. Oder nicht?
So. Ja, was die schnell, oder du Wichser. Klar. Problem ist natürlich, wenn du Schiffe, also ich meine, wenn du halt generell so Piraterie hast. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie viel Kopfgeld bei der UC. Na. 32.150 haben wir momentan. Obwohl wir ja alle gekillt haben. Aber naja. Wenn ich eigentlich hier alles schon gescannt in diesem Shithole-System. Ein Aspekt für die Freestar ist halt wirklich non-existent, könnte man sagen. Auf Kodos haben wir eine Quest, um Terramorphs zu kennen, das weiß ich noch. Stelis. Platin, ja, da gibt's Platin zum Beispiel. Buran. Visit. Ging. Tja, Quecksilber. Oshaki. Ich finde das schön, dass du deinen Planeten auch nochmal scannen kannst, wenn du halt da vorangeschritten bist. In dem Skill. Um dann halt noch mehr Stuff zu entdecken. Nee. Er tippt. Hatte ich dich? Ich hatte die auch, oder? Fan? Nein. Ich dachte, Fan hatte ich. Arnis. Outpoint. Moment. Welchen haben wir denn unten? Ich habe ich doch. Warum ist der noch grau? Welcher ist denn das? Der hier? Aber? Nee. Und er zeigt mir doch immer, auf welchen ich gerade bin, oder nicht? Das war Kashi.
Ja, ist halt purer. Warum ist der grau? Oder ist das die Beschaffenheit, weil der eisig ist? Terno. Bei ihm kalt. Eisig. Nee. Keine Ahnung. Hat bestimmt irgendwas Tolles zu sagen. Wenn ich weiß. Freestyle Mule. This is Mathis Castillo. Remember me? I swore to you that I'd hunt you down for some payback. And it's time for me to keep that promise. Don't even think of running. This isn't a fight you can walk away from. Get him! Idioten. Wer ist das denn? Riecht die Eiermaler. Wo hat überhaupt die Flotte her? Also wie hat er überhaupt wen dazu gekriegt, ihm zu folgen, Junge? Das ist ja eigentlich schon fast impressive. Ich hätte auch einfach jumpen können, potenziell. Aber die Blind Battery sein Schiff. Jetzt ist mir so viel übrig. Eiermaler. Woli Epilon. Ne, Epsilon. Ich hab Epilon gelesen. Hallo? Excuse me. Wiener Außenpost. Boliden-Bombardment, Junge. Die wie eine Ability bei Mario Kart oder so. Ich glaube, ich habe noch nie Mario Kart gespielt. Was ist eigentlich das für ein Gebäude? Woli Beta. Hab ich die nicht schon gescannt? Ne. Apparently not. Das ist schön, dass du die. Normalerweise könnte ich ja da trotzdem landen. Theoretisch. Aber ich glaube, wir holen uns doch mal die Kraft mal hier an.
won't. Damn parrots. Thank you. You're welcome. Haben wir natürlich jetzt hier auch. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie vermeiden lässt, dass du dann von denen Kopfgeld kriegst. Junge, wie sieht mir mein Hintern eigentlich auch so weh, dass ich jetzt immer zu jedem Hedge gehen muss? Das ist ja insane. Oder aus dem Gefühl, ich sitze mal sowas, ich müsste eigentlich so sitzen. Ich sehe den Tempel von hier. Hallo, ich habe den Tempel da aus dem Cockpit gesehen. So, ja. Da. Trimmicate my ass. Hier gibt's Kupfer. Hier gibt's auch ionische Flüssigkeit, hier gibt's noch Chlor. Ja, aber mal ganz viele Anomalien, die um diese Tempel drumherum fast. Wir nennen sie ja Tempel. Aber keine bessere Erklärung haben. Habe ich Flor schon? Tempel Beta. Give me power. Wie benutze ich nochmal Power? Ah ja. Z. Resonieren. Donner-DP, Gravitationswelle. Hier ist einfach. Fußruder, Junge. Es ist einfach Fußruder.
Ja. Das Spiel hat sich gerade auch wieder. So eine. So, ja. Warum? Das ist ja noch nie passiert. In 140 Stunden oder was ist das erste Mal? Ja. Okay. Das ist ja nicht so das Problem. Ist hier kurz vorm Black Screen quasi. Der speichert ist sowieso immer, wenn du in ein System springst. Deshalb macht der immer einen automatischen Speicher. Deswegen. Okay, wir sind aber da im Tempel. Naja, gut. Ich ahne, dass das Game sagt, ey. Oh Gott. Ja, gut, jetzt machen wir das halt nochmal. Aha! Aber es sieht ja immer so aus, als könnte man von beiden Seiten da rein, ne? Das eigentlich irgendwer bis jetzt noch nicht so verstanden, was man da machen soll am Anfang. Das ist ja eigentlich relativ offensichtlich. Das ist laut wie Scheiße hier. Aber jetzt kriegen wir halt hier schon so eine Sternenkarte an jetzt. Ne? Also es wird immer mehr. Also ja, ich muss Fußroller noch ausrüsten, Moment. Auch wenn ich die noch nicht einmal benutzt habe, die Fähigkeit, weil die halt auf Z echt beschissen liegt, finde ich. Also auf dem Controller wahrscheinlich weiß ich nicht, irgendein anderer Knopf. Das ist natürlich schon hilfreich. Mehr Antriebe. Wenn du halt nur 12 Energie hast, hast du halt nur 12 Energie. Kann ich nicht eigentlich einfach... Der Sprung läuft. Ich nehme nicht gerne vom
Von den Schilden Energie weg. So, jetzt müssen wir eigentlich unser Payment kriegen. Ja, genau. Super, 100 EP. Problem ist das Kopfgeld, was ich da kriege, ist teilweise lohnt sich überhaupt nicht für die Anything Bezahlung. ship-related? You're at the right place. Hätte gerne die Möglichkeit, mein Schiff so zu tarnen, dass es nicht mit mir in Verbindung gebracht werden kann als private Person. You know? Always listen to Delgado, unless you want to get killed all the Was habt ihr denn? Alpha Centauri. Das Problem ist, wenn ich jetzt halt da hinspringe. Ich habe halt überall schon Kopfgeld. Die Piraterie-Missionen lohnen sich halt auf Dauer für mich gar nicht. Ich habe halt 32.000 bei der United Colonies. Das ist mehr, als mir die Missionen eben eingebracht haben. Und 1.500 beim Freestar, das ist halt... Das hält sich nicht aus. Also dafür müsste ich, da müsste ich viel mehr bekommen hier. Also 6.000, okay. Für so eine einfache Piraterie hier. Dann ja. Ich 1.500, aber du kriegst ja trotzdem immer Kopfgeld. Also ich meine, klar, ich könnte die einfach killen, aber selbst dann kriegst du ja nochmal Kopfgeld für das Schießen. Und dann werden aber 1.500 gelöscht, aber dann hast du trotzdem noch 600 Kopfgeld oder so übrig, so. Also, das weiß ich nicht. Lohnt sich das? Nicht wirklich. If you got any spare creds or just need to unload some junk, head to the depot. Oh, das klingelt jetzt mein Telefon hier, Junge.
Okay. Same shit again. Wie gestern. Ich gehe jetzt kurz AFK, weil ich kurz wieder alten Leuten helfen muss, die nicht klarkommen. Ich werde aber hier dieses Spiel einfach so offen lassen. Hier geil unter der, an dem Table. Ich werde mich nur muten und in den Dingsmodus gehen. Bis gleich. I've got bounties in every system. Idiots will never catch me.
You ever kill a man with your bare hands, Isra? What kind of name is Sis-Def anyway? We already know the answer to that one. Too many missions, not enough time. Down 12 ships and Delgado grounds me. 12. Wasted talent, if you ask me. The heck did you do? Couple hundred short on my last callback job, and suddenly they think I have something to do with it. Can you believe that? You kidding? You're lucky he didn't cut you off at the knees. You check out the Reckoner's core. She's a beaut, ain't she? Been hearing some stuff about the Mantis being back. If I ever find that bastard, the things I do to them.
Are you looking to start something? Because I'll finish it. Ask Jazz about any ship upgrades. Nothing worse than a pirate ship with no personality. Need something? I heard Isla's sister is some hardcore mercenary. I wouldn't get on her bad side. If you're doing any lifting later, I can spot you.
Got mixed feelings about my last job. On the one hand, lost a friend. But on the other hand, I got their creds. I'll probably feel better once I spend them. So what do you think about Delgado? If it came down to it, I'd back him up. Doesn't matter what I think. I just keep my head down and my weapon high. You should do the same. Hey, I like taking chances. You can do whatever you want. Me, I like staying alive. Soon, everyone is going to learn to fear the fleet. Nothing like the smell of a dead shark after you cook them with an energy blast. Bog's grog is fine if you like cheap moonshine. Give me an Erdebrow lager and I'm good. You can get work from the boards near the Reckoner's Core. Voss will make sure you get paid.
time I see Radley smile, I want to punch him in the face. You hear about Rick? The new Rook killed him. You've got to be kidding me. I just paid him back the creds I owed him. I should have just shanked him and been done with it. Yeah, that was your first mistake. Paying him back. Can't you put these bolts on my ship? I'm wasting a ton of fuel coming back here for the transfer. Not only does that technology not exist, but security would be an issue. You're a smart guy, though. Can't you just figure out a way to do it? Yes. Why don't I just break the laws of physics and invent a revolutionary technology? Just for you. I should have it ready for you by next week. Thanks, Shinya. Appreciate it. Dev probably thinks we're a bunch of mindless marauders. We here in Ops beg to differ. I always thought heat leeches were just pests. Never considered trying to raise one as a pet. Imagine having your own terramorph.
weapons like I like my coffee. Scalding. Be right back, sagt. Oh Gott. Wie schön, dass gar keine Musik mehr läuft hier. Jetzt wieder. Game. Hier. Hier wieder. Opala. Ich nasse Hände. So. War ich gleich nochmal Bibi, weißt du? Und was machen wir jetzt hier? Da. Always ask for a bigger cut. It's all... Tell me you've got those supplies from Gennady. Yeah, I want the sure. last of my med packs here. Everything's accounted for. No damage. I'm impressed. I might have to make this a regular thing. At least it's one way to get guaranteed supplies. I only need to determine Gennady's limits. I'd hate to break him. And he'd love every minute of it, right? Well, I'll arrange your payment so you can get out of here. I appreciate the help. Wie geht er mal ins Gericht? Nee, aufpasst. Nicht mit. Aber wenn ich hier das zum Beispiel mache, das findet die Crimson Fleet bestimmt nicht geil. Diese würde ich gerne machen. Verlassen Ecliptic Garrison. Garrison. Sandy, my price is maybe. Now you don't miss me too much. You suck. Every captain here's earned their stripes. Bleeding. Wollte es ja nur theoretisch wen, der die Station hier sabotiert. Das wäre ja schon RIP für die. You see, you'll never crush the fleet. They'd have to catch us first. Naja, theoretisch seid ihr ja relativ stationär. Also die wissen ja auch, wo ihr seid. So, jetzt habe ich mir jetzt mal die Pfeffer wieder Dinge auf der Dinger. Habe ich jetzt erstmal rangeholt hier. Auch wenn das natürlich kein guter Zucker. Aber ich esse ja dann noch nicht so viel davon. Na, wir haben hier die. Und dann haben wir die. Das sind die guten, ja, das ist der gute Stuff. So. Problem ist, dadurch, dass es der kleinere Schreibtisch ist hier, der Ersatzschreibtisch oder der momentane Aushilfsschreibtisch, der überhaupt nicht so viel Platz. So. Okay. Mhm. Oh. Sorry. Wo? Mhm. Springen wir mal ins Spell-System.
Verlassener Hangar. Hier ist aber nicht viel los momentan. Das könnte also ganz guten Stuff einbringen. Warum schmecken die eigentlich, wie die schmecken? Ich interessiere mich dann für die Zutaten und genau zubereiten. Aber die mit der, also die dunkle Schokolade, die schmeckt nicht so gut wie mit diesem weißen Überzug quasi. Okay. Burning. Ich habe das Gefühl, wenn wir so in so einem Kampf sind, das Game ganz schön laut. Level 47, ja, 80 EP. Erhöhte Präzision Reichweite, wenn du ohne Zielen schießt. Also, ne? Wenn das war Nachladen. Treffsicherheit erhöht die Chance auf Crit-Treffer mit nicht automatischen Fernkampf um 3%. Pistolenzertifikat. Zählt die Waffe, die ich habe, jetzt eigentlich als Teilchenstrahl? Oder als ganz normale ballistische Waffe? Kann es nicht mal sagen. Überleg gerade.
Gut. Wir haben ja schon 2 Escape-Punkte, sehe ich gerade. Wollen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr auf Combat gehen oder? I don't know. Oder gehen wir weiter hier auf Technologie und Forschung? Ja, Tarnung baut. Ja, wir machen mal das. Verbraucht sonst mit allen verfügbaren Sauerstoff und heile 500 Schaden. Okay. Und die 2 Punkte jetzt einfach mal rein hier paid. In Long Term ist das fein. Die haben echt nicht mehr viele 11 mm, ne? Muss ich immer so sagen. Echt nicht. Kommt er überhaupt her? Kilo. Nee, das machen wir nicht. Clay Dietrich, wer war denn Clay Dietrich? Max-Shot.
76, Junge. Oh Gott. Und er hat einen fucking Granite Launcher. Oh! Excuse me? Ja, trifft dich selber. Das ist fein bei mir. Guck mal, ich hab die 500 Schaden schon gesehen. Okay. Leute. Ich habe das Gefühl, das ist ganz schön seit dem letzten Update, also ganz schön, aber es ist halt auf jeden Fall nicht mehr so stable, wie es vorher war. Natürlich trage ich jetzt zu viel. Was können wir denn wegschmeißen? So eine Trash-Wrap hier. Web. Weg damit. Gibt's hier... Dann müsste ja ein Ausruferdings eigentlich sein, oder nicht? Und du bist ja noch die 4. It's that time of year again. And here I am. Still carrying your ring. Still with Ecliptic. Still a goddamn coward. Why'd you have to stand up for me that night? I was the one that screwed up. I was the one being stupid, and you damn well knew it. I didn't want to kill you, but they left me no choice. And you knew I'd do it to save myself. And me. I didn't even have the courage to at least look at you when I pulled the trigger. I should have let Bob have you. I knew how much he loved you. How you even loved him. I just didn't care. I figured the moment you had each other, I'd be alone. And look at me now. Hier ist eine Hitbox. Right. Okay. So he's a fool. He killed somebody out of envy or maybe, I don't know.
Perfekt. The tragedy of cowards. Ah, was. You've got stuff to smuggle. I've got the stuff to hide it. Das ist aber auch ganz weird, finde ich. Mit den Lags im Game. Jetzt ziehe ich die ganze Zeit diese braunen Scheißdinger. Für Walfe. Kinetics, electromagnetic, energy. The right gear. Nothing's a substitute for a shotgun blast to the face. What, me? Nah, not anymore. When it comes to aim, there ain't no one worse. True facts. I mean, my friends like to say I'd have better luck talking someone to death than shooting them. Yep, my talents are best suited for making protective gear. Helmets, vests. Stay safe out there. Ich frage mich, ob man die hätte erweitern können. Dazu. Wenn ich Maverick so wieder hieß, dabei gelassen hätte. Und den anderen Typen, Rosso oder wie hieß. Don't ever let them tell you looks don't work. So, you got something for me? Probably kept it locked away. Oh, here's your credit. I think it's time for a drink myself. Thanks to you, I'll be spending the rest of these days in peace. As long as you put the clean. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Thank you. Oh. Eventuell ist er. Na, mir ein bisschen hochreagiert vielleicht heute. So. Das. Eventuell übersteuern wir da so ein bisschen. Da wollte ich zu dem Weapons-Dealer. Is there a type of weapon combat that you won't make? You're here. There's nothing. Only the finest collection of armaments in the settled systems. Ich hätte gerne einen Negotiator, aber halt. Ne? Mit Namen. Oder nicht mit Namen, halt, ja. Mit Farbe. Und nicht so ein einfaches Ding.
There's something to be said. I'm sure we can. Ja, noch überlegt, ich brauche ja 11 mm von dir. Dann kann ich gleich noch 45, also kann ich noch 777 kann ich mir noch kaufen. Und 45 ACP. Dann kann ich dir eigentlich noch ein paar Waffen verkaufen, potenziell. Und dann hast du auch noch Geld übrig, nachdem ich bei dir war. Er ist ja schon... Er weiß ja nicht. Das ist echt Zuckerguss. Aber die weißen schmecken halt natürlicher als die mit der Schokolade. Weil die Zuckerguss ist nicht so pervers überdeckt. Und die ne? Und die Fische. Gönn dir. Ich dachte, ich soll mich da mit dem treffen. Wo ist denn die unsere Kontaktperson? Sie haben unter... Ah ja. Wieso ist denn das so unstable, eure Junge, ey, yo. Was ist das? Oishi. Was ist das eigentlich, Sushi? Ah. Apparently ist das Sushi. Ziemlich offensichtlich sogar. Jetzt reicht schon wieder. Jetzt ist mir das schon wieder zu süß. Brooklyn hier noch. Wie gefickt sind die hier unten eigentlich? Wenn es mal so eine Flut oder was gibt. The Trade Authority has access to goods and services no one else does. Of course, of course. Ich weiß auch warum. Weil ja. Ich finde es legal sein.
Pleasure dealing with you. Hi. Würde ich ja auch sagen, aber... Nee. Das ist jetzt weird. Keep it moving. Ah. I take it your neighbor's new recruit? Ah, you must not be used to pirates being so cordial. But in the heart of New Atlantis, we have to do our best to keep up appearances. I can't afford to be as rough as some of our cohorts. It's bad for business. Don't we all? Let's try not to be each other's wrenches. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Good. Then we have a deal. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. Only what I've been told. Get you on the SY-920, get you out if I can. That being said, I can be a better guide if I know what it is we're after. So, it's up to you. Fine by me. If this goes bad, the less I know, the better. And if I do get caught, there'll be nothing to confess to. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. I thought you might. Anyways, but let's keep our focus on the mission. We'll talk more on the ship. Ach so. Ist ja die Amansi ist jetzt abgehoben. Für unsere Quest quasi. Okay. Wir sind ja auch schon lange am Struggeln. Mal zu machen. Ich finde es komisch, dass die bei allen Quests halt aufgelistet ist, aber bei den Unterquests quasi nicht. Das finde ich halt, weiß ich nicht, weird. Mal sozusagen. Also ich werde noch bis um 8 heute machen. Heute machen wir nicht so lange. Weil das liegt um 19 Uhr schon aufzuhören. Nicht weil ich keinen Spaß habe, sondern einfach wegen der Dauer des Streams und der generellen Zeit. Außerdem ist das so die Stream, apparently. Oh, please, take... War ohne Farbe ausgelassene Frames. Absolute Frechheit. Hätte wir mittlerweile schon, das sind schon 430 wichtig, nur diese Schiffsteile.
Thanks for coming in. Ich mag die ja, die ist immer so positiv. So. Aber es war die gestern oder war nicht so? Howdy. Die konnte ich leider nicht holen hier. Weil Space Agaya. Let me know if I can get you an. So, yo, Bro. Wo ist denn mein Schiff, oder? Hier aber auch ein kleines Schiff. Ah ja, die hat so eins. Mit dem Docker hier vorne. Das ist hässlich wie die Nacht, das Ding. Gehen wir mal an Bord. Ich finde es ja cool, dass wir mal auf einem anderen Schiff sind als auf unserem. Hier. Computerzentrale. Da. Hier ist so ein All-One-Ding. Aha. Okay. Ist die Mitte dann, oder was? Oh, was? Jetzt. Looking for the next mark. Okay, interessante Anordnung. Hier ist eine Lagerhalle. Recht einfach halten. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. Sympathisch. Okay. Hello. Okay. Aber man zählt das als Clown, wenn ich jetzt hier reingehe? Nö. Ah. Hat hier auch eine Cargo? Ah. Vorgerät. Altomit. Ah, die sind beide überladen. Mir doch egal. Yes. 24.000 Credits. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwo gelesen. Da kann halt zwischen ganz wenig, also 20.000 und richtig viel drin Alright, sein. a few things to note. 100.000. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Of course, I don't expect it to be. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Enough to be on a first-name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship means supplies, special requests, slates from home. In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. Excuse All me. right, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and crab drive. All systems go. Ich finde es schön, dass wir einen Inder haben. We'll graph jump the SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter.
Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. Hier für sich in den Kreis drehen. Oi. You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Huan Daiyu, cargo class ship ID UC 793A, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. Contact vom Schiff zur Station, nicht theoretisch Monitor. If at any point your cover's blown, I'm gone. Provided you haven't sounded the alarm, then yeah, like I said, if you can find an intercom, I'll keep a channel open. This is a star station, so there are plenty of ventilation ducts you can slither into. As far as tactics go, it's an oldie, but goodie. Only military personnel are allowed out of the cargo area. That's why we need to get you to the barracks to find you a uniform. Very funny. But if you do get into trouble, try and use that quick wit to your advantage. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Pardon. Okay. Hey. Wäre geil, wenn ich jetzt halt Kopfgeld hätte und die würden einfach auf mich schießen. So. Ich habe ja theoretisch eine Uniform an. Nur nicht die richtige. You with the Grade Swan, loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Cargo haulers are restricted to the cargo bay. And you found the intercom. That's a start. If I'm not mistaken, the maintenance door should be in front of you. If you can find a way to open it, it'll get you past the first checkpoint. I'm not worried. I'm sure you'll figure it out. Anyway, the door will let you access the vents. Go up the vents and to the barracks. You should find a uniform there. The uniform should get you through the checkpoint and to the elevators. We'll talk again once you get to the command bay. Gucken wir mal, wenn wir hier durchkommen.
Wird ja nicht so schwer sein, wa? Sollte es nicht. Was? Oh, der hat den Bridger automatisch. Oh, die Goty, hat sie ja recht. Überladen. Wen riecht Siremi, Junge? Also theoretisch muss man jetzt nicht mehr schleichen, aber es sind ja nur Feenrechner. Warum ist der denn jetzt verschlossen? Aber das funktioniert alles so. Wie gesagt, ich habe keine Probleme damit. Dass da einer ist. Things have gotten real tight since Commander Natara took over for Commander Woods. A lot of soldiers don't like it. Vincent. Überhaupt nicht das.
Wir hätten ja mehrere Möglichkeiten, uns hier unterarmen. Wo so ein Computer ist. Wie sicher keine Klamotten. Und die Waffe irgendwie sicher drum nicht. I doubt it. Ah. Bestimmt einen bestimmten Punkt, bis wo wir unsere Sicherheitsfreigabe bekommen, mit als, oder als Fähnrich generell, also. Sergeant. Das ist ein Techniker. All UC chefs receive special culinary training. We have to be ready to cook with limited ingredients and be able to adapt on the fly. I'm the station's culinary specialist. It may not be the highest rank on the ship, but ask your stomach if it's the most important. Mein Stomach sagt, ich habe Hunger. Hier waren wir in dem Storage. Weiß ich hier, wo wir sind. Hey. Wie das wäre? Ist das eigentlich Schmuggelware? Eine Liste. Bestimmt keiner, wenn wir jetzt hier aufknacken. Niemals wird das wer sehen. Got patrol duty, huh? Beats standing on your feet, that's for sure. Guck's war. Ah ja, war wie immer. Was ist denn, wenn ich hier sage,
Wir haben hier die Schütze. Wir entfernen hier die Kampfinhibitoren. You need to leave this area immediately. You need to leave. I will not warn you again. Everything looks clear. State your business. Logging ensign level clearance. Go on ahead. This is your last warning. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Ich könnte einfach alle wegknullen, Junge. Ich hab was wegknullen hier. You've been spending too much time around Neva. Violence is a tool for the artless and brutish. This station has a lot of old arteries. The blood has gone dry, but they still connect to its heart. Look for a maintenance area. That should open a path to the archival computers. Okay. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Headed down to the engineering bay. Well, you better hurry. Better hurry. Also ein Old Grendelgard hier. Ja, so ein bisschen. Der passt halt nur so. Auf dieser Basis können wir, den können wir auch nutzen. Nehmen wir mal den und den. Braucht ihr nicht. Ja.
eindeutig viel Kram. Aber ich würde hier wahrscheinlich nie wieder andocken. Alles, was ich jetzt so sehe, ist auch. Oh. Ach, du Scheiße. Ich bin immer noch für mich, hier aber durchzuschießen. Oh. Gut. Dr. Gabriel Vogel. Heinrich Eisendreck. Er sagt, die dürfen keine Waffen mit reinbringen. Fuck you. Ob das hier gar nicht passt. Der sieht cool aus. Nee. Wir dürfen hier eigentlich keine Waffen mit reinschmuggeln. Dr. Vogel has put in a request for more personnel. What's that? Not to change the subject, but I'm concerned about potential leaks. No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply monitor the situation.
glaube... For now, I've recommended to Dr. Vogel to contact me immediately if he identifies any suspicious behavior. Du bist nur hier. Ach du Scheiße, muss ich mir das merken? Alle die täglichen Freigabecodes, Fenrich, ZX. Wie hießen wir nochmal? Ich vergesse mir unseren Nachnamen, aber. Jeremy. Also ist unser Freigabecode ZX321D. Ja. Was auch immer. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber vielleicht fragt uns der Commander ja danach, weil wir Sus sind oder so. Ich meine, wir sind definitiv nicht ganz koscher hier. Das kannst du ja wohl in einer Hand ablesen. Ah, die haben wir auf jeden Fall... Oh. Ein Regulator, ne? Legendary. Ich meine, ich merke mir den Code sowieso jetzt nicht, aber... Dafür, dass sie keine Waffen hier haben, ne? Finde ich aber verdammt viele Waffen. Oh. Guess what? Was? Make it quick, Ensign. I'm busy with half a dozen spreadsheets that I'm pretty sure outrank you. And you know how the commander feels about breaking the chain of command. She hates it. Well, you're a polite one. If only my spreadsheets were so obedient. If you're looking for a clearance code, you'll find it on the computer in the security room. I don't recognize your face, Ensign. Are you new? So könnte man das auch sagen, ja? Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right.
I'm starting to think you're trying... I'm not looking for trouble here. Fine, I'll let you go, Ensign. But as soon as you're done with your task, you should return to your post. Geht doch. Ist mir nicht ins Bein. Sonst Kugel. Why aren't you at your post, Ensign? I am. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? Absolut. Natürlich habe ich Clearance. Wenn ich was da zu zweifeln gibt. Absolute Clearance. Gibt so gar nichts zu hinterfragen. Gar nichts. Hier gar nicht. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. You lost, Ensign? What if we do something really stupid and have some weaponized fun? Goggles almost unloaded. We'll be departing shortly. You are, and I've delivered you just as Delgado asked. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. You've made it this
far without engaging in combat, I trust you'll have no issues moving further. It was an honor to work with a true professional. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Projekt Prototyp wasserstoffbasierter Graphantrieb. Ja. We have money for the security beef up. Why are we cutting from the projects themselves? Dann weiß ich nicht. Ja, er hätte Lust hier richtig mal Ride zu gehen. Einfach nur vor XP. I am eager to. Here's some people on this station. So, what's this big project you're working on? I can tell you, but then I'd have to kill you. Really? Couldn't you just trust me? No, right out to airlock you'd go. But I'd try my best not to injure you. Also, kann ich den anziehen und mich tarnen damit? Aha. Talk to the commander. Get me reinstated. Natara's doing you a favor, Marcine. Would you have preferred a court-martial? Dishonorable discharge? Because all of that was on the table. I would have preferred things to remain as they were, so I made a mistake. But my work on the Comspike was and is irrelevant. Dr. Vogel will do just fine without you. Besides, we both know the only reason you were on that project was to bloat the budget so we could embezzle the creds. And to that end, your share of the funds should be transferred to your bank account shortly. What am I supposed to even say to that? Those funds are the reason I don't have a job. You can start by saying thank you. Hell, I even warned you not to poke the bear. Commander Natara being the Ursine Predator in this analogy. Pilot. Aaron was right. I should have never hit send. Yeah, you screwed up. Royally. But you can protect Dr. Gong and all the King's subjects by keeping your mouth shut from now on. Yeah. Hey, you want my advice? Not some planet at the edge of the galaxy where you can relax for a bit. Lean back. Really dig your feet in the sand. Just get your mind off all this. Oh, and stop with the sad puppy dog face, too. Makes you look guilty. And what kind of face am I supposed to have? The face of someone who got away with it. Also, es ging um den Commander, aber ich weiß noch nicht so richtig, um wen es, also wer gesprochen hat.
Reporting for duty, pilot? No can do, soldier. You're gonna need approval from Dr. Vogel. Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. According to autocorrelation models, results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. What she doesn't know won't kill her. Das hat er mir gekriegt, weißt du? Wenn ich ihm das Geld aus der Tasche nehme. Aber die Schlüsselkarte vor, die würde nicht jetzt checken. Okay. Ich finde es ja einerseits spannend, hier einfach so rauszukommen, andererseits hätte ich aber auch richtig Bock, hier XP zu fahren. Wir könnten ja zumindest mal mit Dr. Fury reden, nachdem wir jetzt seine Schlüsselkarten genommen haben. Ich bin jetzt straight vorbeigelaufen, Mann. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? The sign outside that says no visitors. Wait, did they not put that up? I requested it ages ago, but not surprising. Ever since Commander Natara took over, the priorities have changed. Oh yes, I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first crab jump. Signal protocol, quantum ratchet symmetry, interleaving data extrapolation. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types. But the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing. Outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind not afraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. Classified? I'm the... You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. And they didn't bother to share it with me. I will need to have a word with MAST about this. You're already in uniform.
So that means you just need a password. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Absolut. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit einfach zu gehen. Ja. Oder ich könnte einfach die Waffe ziehen und hier alles dezimieren. Commander Natara runs the ship. And we respect the chief of command. Ich bin am Weg des Umgehens. Upgrading security here is one of Commander Natara's big initiatives. Reporting for duty, pilot? Another test flight, huh? You pilots are braver than me. You're clear to pass. Don't forget to schedule the flight in the control center. Is it me, or does the station seem busier here? We've got word of some suspicious behavior on the station. Commander Natara has asked them to be on alert. I haven't seen anyone suspicious. From what I heard, they could be wearing a Marine outfit. So stop anyone who don't know. Aha. Das ging ja schnell. They found out, maybe. Okay, ich sortiere gerade alles unter einer 1000er Stelle aus. Da Waffen immer so ein bisschen schwieriger.
Das sind halt die Einkaufspreise quasi. Aber die sind halt extrem schwer mittlerweile. I've heard the technology in the station will make the FC surrender before we even started another war. Word is Commander Woods might be coming back. Maybe that'll put him in all position. Aber Woods war mit... The Marines on this station are some of the best in the galaxy. Er verleitet mich noch mehr jetzt die Waffe zu ziehen und euch alle umzubringen. Hier gibt bestimmt gute EP hier. Aber kriege ich da nicht auch entsprechend Kopfgeld? Hm. Okay. Ihr provided mich einfach mit. Wie sind denn die Frames heute so beschissen? Das merke ich sogar beim Spielen jetzt schon. Oh.
Wo ich gleich. What do you think? It's all fun and games. And then you are all dead. Keine Schütze mehr. Ich frage mich, ob das Akana oder wie er heißt, Wakanda, was der dazu sagt, dass wir hier alles niederschnitzeln. Ah. Komm hier nicht mehr. Zugriff verweigert. Wo sind denn alle? Oh, die ist bestimmt nur. Ne, die kann ich auch killen. Cool.
Das ist ein Bot auch von mir. System. Ach Leute, ihr seid aber nicht besonders hilfreich. Trotzdem zu viel Mist dabei hier. Roboter sind schon außer Effekt. Die Tür ist offen. Ich kann hier die Schütze ändern. Why are you shooting at me? Why are you shooting at me? I don't know. Weiß ich ja nicht, ob ich an eurer Stelle hier so handeln würde. Wir haben ja noch Gegner.
ist ja die Frage, wissen die? Wer darauf hast du vorhin geschossen? Überwachungskamera. Ja, wäre natürlich hilfreich, wenn wir hier nicht überladen werden wie sonst was, ne? Ja. Zu viel Ressourcen auch hier im Start. Schreckt, dass wir noch kein Level gemacht haben durch den Mission ja da sagte. Wenn du länger hier bleibst, wird es gefährlich. So nämlich. Jetzt bringen wir mich noch in den ersten Bereich, wo wir vorher waren, und dann machen wir da noch alle nass. Hier kamen wir doch da. Hier habe ich schon umge...
schon schön hier. Theoretisch können sie uns ja damit nicht in Verbindung bringen, weil unser Schiff nie hier war. Das ist das noch besser daran. Die können nur sagen, Scheiße, da ist eine ganze Station abgemördert worden. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte. Bla bla bla. Und dann kann ich sagen, ja, haha. Ich weiß es auch nicht. Ruhig auf einmal. Massive damage. Kurz mal warten. 2000 Schrotflintenmunition oder so. Aber die ist ziemlich gut hier, die Waffen. Ich habe gar nicht geguckt, was die kann. Ja, doppeltes Magazin, das hier unten. Ja, genau. Das mit dem Bluteffekt habe ich auch mitgekriegt. Der Bluteffekt. Double Mag finde ich halt ziemlich nice. Mein 2-Schuss bei der ist sonst immer so ein bisschen schwierig. Hier noch wer? Opening fire! Kontaktgranate. Also wir sind theoretisch, wenn wir uns dazu entscheiden, sind wir komplett durchgekommen, ohne jemanden zu alarmieren. Aber das war halt nicht spannend. Also haben wir uns dazu entschieden, wir nudeln alles weg, was wir finden. Ich nehme hier auch mit. Wir haben sogar den Testflug eingetragen, ja, also wir sind richtig krass. Ich weiß doch gar nicht, wie das jetzt ist, wenn wir hier abdocken, weil da sind ja auch Kampfschiffe um das, also, ne, Kriegsschiffe. Wieso leckt das hier eigentlich so? Um die Station drumherum verteilt. Hm. Können wir gleich sehen, I guess. Weil die Maelstrom schießt doch gar nicht 6,5, oder? Die schießt doch 7,7, oder nicht?
So. So. Prototypschiff. Das ist das Problem, wenn du von da oben reinkommst. Bin ja mal gespannt, was unser Prototyp hier kann. Hier drüben. Das war. Achso, das war. Okay. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Bitte schön, dass ihr noch mit mir redet. Ihr seid alle tot, aber was? Hailing all UC ships. The intruder has the prototype. Engage at once. Engaging Tango! Nee, machen wir nicht. Next something for you, Cap. Das hätte jetzt immer automatisch gleich zum Heimatschiff machen. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Aha. Well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. That's a real nice ship you brought in. I can't wait to tinker with it. Head on in. We'll take this ship to another port so Jazz can have a look. Need something? Ein bisschen überladen sind wir. Heading out. You want to survive? The right gear. Du müsstest wieder, wollte gerade sagen, du müsstest eigentlich mal wieder on track sein mit Geld hier. Also wir verkaufen jetzt mal. Ich verkaufe erstmal den Pilotenanzug zum Beispiel. I'm here if you need me. You don't weapons for all? Plenty of... Fury, Paralegend, Feather. Need more weapons or ammo? Come see me. Need something? Behold, my random assortment. Behold.
Hätte auch gar kein Geld, Junge. So, gefühlt. We're done here? Great. If it's hard to find, we can talk about whatever you... Könnt ihr nicht einfach ein bisschen mehr Geld haben? Ich meine, du hast relativ viel Geld. Aber trotzdem. Mehr. Ich meine, ich könnte natürlich hier bei dir mal ein bisschen Muni kaufen. Potenziell könnte ich das tun. Always a pleasure. Ja. You have something? I was hoping you... He was hoping. Also die, was ich hiermit soll. Ruf ich's einfach. Hatten die wahrscheinlich mal dabei, als ich die Piraterie mäßig ausnehme. Your credits are always good at the Trade Authority. Ja. Jetzt sind wir zwar überladen, aber nicht mehr so krass. Oh. Haben wir überhaupt ein Level gemacht dadurch? Ich meine, wir haben also relativ viel EP gekriegt. Aber... not quite. Obwohl das ganz gut EP gegeben hat. Aber viele sind halt auch gestorben, weil ich... Well, you certainly made a lot of noise on that station. It's not my style personally, but you got the job done. That's what matters. Well, I don't have your combat skill, and getting shot by a platoon of Marines is not my idea of a good time. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Yeah, although I get why you didn't give me the details. If I had known this was about the legacy, I might have asked for a bigger cut. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Mhm. Rechnerken. Age of Raccoonier. Zeit der Erbringung Age of Raccoonier. Banks. Und das Interessante ist, diese Stationen nie Schilder haben. Hi. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed.
should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She said you had to start a fight on the station, so it sounds like things didn't go smoothly. Lucky for you, I don't give a damn how many Marines you killed. Your job was to get the comm spike, whatever the cost. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact. To me. Estelle will be waiting at Madame Savage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy. Ich war schon so lange in Neon, Junge. 20 Stunden oder so nur in Neon. Ja, genau, jetzt müssen wir jetzt der scheiß Vigilance Bericht erstatten und dann werden die sagen, du hast die ganze Station abgeschlachtet. Weil wir können das gar nicht bestätigen, weil wir nie da waren und nein. Jetzt die Helios wäre mein Heimatschiff. Jetzt können wir dieses Com-Ding da einbauen, haben die gerade geschrieben. Das ist auch cool, dass zur Tech noch freigeschaltet wird durch Missionen. Leider nicht noch mehr. In the fleet, you either put up, shut up, or die. Wo ist denn Jasmine? Are you looking to start something? Cause I'll finish it. Das war nicht in ihrem Ding. Rook? Ja, wo ist that girl? I have something to give you when you've got a moment. Wo du bist? Ups. Die Quest-Item.
Wieso will mir immer noch 110? Gibt es irgendeine Munition, die was wiegt? Nö. Oh, und 4 Schiffsteile mit ihnen. Nur noch 70. Ah. Sieht aus wie der Doom Marine. Und den Schrotzer. Ich wollte eigentlich nur bis um 8 machen. Wir fliegen jetzt noch zur Vigilance und hören uns den Schmuck an, den er zu sagen hat. Yuki. Und wo sind die Vigilance? Ach, die da. Also ich habe ja so waffentechnisch nicht wirklich Respekt vor dem Schiff. Aber ich weiß, dass die diese Advanced Shield-Technologie haben wollen. Und die könnte halt gefährlich sein. Vielleicht. Morgen ist in Thüringen Feiertag. So. Also, wenn die das jetzt wissen, wüsste ich gerne, wie ich meine, klar, Überwachungskameras und so weiter, aber. Hallo? Ich werde auch die. United Colony System Defense at your service. Yes. What? Hey, I want to talk to you right now. I have masks breathing down my neck. They're ready to shut down this entire operation. You open fire on SY-920 and kill people. Just who the hell do you think you are? No, it wasn't. You just chose the easy way out. I've tried to be patient with you, but my patience and your time with SysDef is at an end. You're under arrest. Lieutenant Toft will escort you to the brig immediately, and I expect you to go peacefully. Do you understand? Guards, stop it! Too much heat! Back it up! Now! Keine gute Idee von euch, Leute. Keine gute Idee.
Ich kann aber den Commander und die Alte nicht killen. Das ist ja wild. Losing number. Leute. Kann ich euch nicht ausnehmen. Wer bist du überhaupt? Doch gerade auch ein Schiff. Jetzt gut von dem. Kann ich halt nicht killen. Wichtige Charakter. Aber Sister will sie jetzt mal empfallen. Das ist natürlich auch spannend. Frechheit. Ich hätte mich auch einsperren lassen können. Weiß ich auch nicht, was dann gewesen wäre. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal probieren. Was ist mit euch? I won't let you free the prisoner. Habt ihr euch da drin eingeschlossen? Made a big mistake, pirate. Weiß ich nicht. Ob das so mein Big Mistake ist hier. Okay, Larry ist hier. Ist er hier unten? You're not leaving this brig alive.
Weiß ich nicht. Geht aber auch nicht raus. Der Typ ist halt da drin. Hm. Ich würde einfach mal abdrücken und gucken, ob das ist. Meinte ich, theoretisch werden sie ja voll auf mich helfen. Do you actually think you stand a chance against the entire sister fleet? All ships, bring that pirate to justice. Weggesprungen. Vigilance war halt Level 100. Dann würde das Ding vor mir. Junge. Wie gesagt, ich habe halt nicht so die Bedenken vor. Dem ganzen
Das Problem ist halt, unsere Schilde laden relativ langsam, aber die brauchen so ewig, um die zu durchbrechen. Da passt schon. Warum wollen wir Sistef als permanenten Feind? Die sind ja nicht überall anwesend. Das Gute ist bei sowas, ich muss halt nicht viel machen. Die Geschütze machen halt das meiste. Wir haben halt nur noch 4 Geschütze, vorher hatten wir halt 8 Geschütze. Unterschiedlichen Reichweiten. Die haben natürlich noch schneller Schiffe geschleudert, vor allem weil die halt auf verschiedene Schiffe gleichzeitig schießen konnten. Jede Waffengruppe versucht ja mal auf ein und dasselbe Target zu schießen. Tja. Aber haben wir die Vigilance haben wir doch nicht zerstört. Die ist doch weggesprungen, oder? Ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich bin weggeflogen und auf einmal wollte ich rumgetreten und die Vigilance war einfach gone. Und ich mir dachte, hä? Aber hat uns das jetzt irgendwie... Nö. Das hat überhaupt keinen interessiert. Wir sind sogar Level up hier kommen dadurch. Boah. Das ist dann halt hilfreich hier. Und das auch. Ja, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich hätte auch wegspringen können, aber... Ich finde aber schön, dass sie trotzdem wussten, dass ich da das Feuer eröffnet habe. Also wir hätten das Ganze clean machen können. Also ich könnte zum Beispiel jetzt einfach laden und könnte sagen, okay, wir gehen nicht nochmal in die Station rein und töten jeden. Alter, wieso lecke ich eigentlich so? Wieso bin ich überhaupt so niedrig? Also wir könnten jetzt halt hier sagen, okay, das ist jetzt unser Speicherpunkt. So. Ich könnte jetzt aber auch einfach einmal laden. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Wo die uns halt verhaften wollen. Die können ja sagen, jo, steck mich halt in die Brick. Scheinbar mir.
Imagine, du verteidigst No Man's Sky und sagst, No Man's Sky ist besser als Skyrim. Genau, Skyrim. Das sowieso nicht. White Starfield. Once we get rid of all the pirates, the galaxy will be a better. Also wir können jetzt halt wirklich noch weiter zurückladen einfach und sagen, jo, nee. Crews are the unsung heroes of vigilance. Hey, I want to talk to you. I have masked. You open. Since SY-920 is a top secret facility, it won't be difficult for Mass to cover up your horrible mistake. Why the hell do you care anyway? This is the second time we've been through this. Part of your job was to keep innocent people alive. Instead, you chose to do things your own way. And now look where we are. I've tried to be patient with you. Yeah. You're under arrest, and I expect you. Do you understand what you've done here? If you think for one moment I'm going to allow you to continue under my a wise decision on your part. By order of Commander Kibwe Akande, you are hereby under arrest. You are now stripped of all privileges befitting a member of UC SysDev, and you will be immediately remanded to prison. Any attempt to return to this ship. Now. Remember to turn in any Das wird jetzt mal empfallen. Ist ja genau derselbe Ausgang. Okay, na, das ist ja dämlich. Also das hat ja überhaupt nichts gebracht, so. Freue ich mich halt. Das müsste dann sein, wo ich noch davor stand und überlegt habe, machst du jetzt hier alles kalt oder nicht? Ja. Ja. Also es ist halt egal, ob ich mich weigere oder nicht. Die sind trotzdem so oder so mein Feind. Nur anders, quasi. Da würde ich ja lieber auf meinen Weg da rausschießen, alles vernichten, als halt zu sagen, nö. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Soll ich ja leider enttäuschen. Something in my pack's got your name on it, Cap. Also mir persönlich ist das halt scheißegal. Ich mochte ja die ganze Herangehensweise von SysDev halt nicht. Und dadurch, dass SysDev halt nicht direkt zur UC, also die gehören zwar zur UC, aber die sind halt so, dass du sagen kannst, alles klar. Du kannst die halt alle fertig machen, ohne dass du direkt Kopfgeld kriegst. Well, well, well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Ja. Aber ich habe halt das Gefühl, dadurch cutten wir uns vielleicht vom Content, wenn wir jetzt halt schon sein. Wir können uns wahrscheinlich an einem späteren Zeitpunkt immer noch entscheiden. Also wir haben natürlich, was haben wir denn jetzt? Ja, guck mal, vorher waren wir ungefähr hier mit XP, jetzt sind wir halt hier. Also wir haben dadurch halt ein Level verloren sozusagen, den wir nicht kriegen. Weil wir die Schiffe nicht zerstört und die Leute nicht weggemacht haben. Guck mal, jetzt ist sogar noch nicht mal die Zeit umgegangen, dass wir hier verkaufen können. Wild. Need something?
Bugs are soft. Always ask. Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying. Because if Delgado... Sounds like you're... I have to admit. Anyway, Stealing from your own isn't tolerated. Ich finde es halt auch cool, sag ich mal, wenn ich in ein System einfach fliegen könnte, was so ein bisschen remote ist. Und wenn ich da halt wen wegschnetze, dass das halt keinen interessiert. Weil die können ja nicht, wenn ich das mitgekriegt habe, können die ja nicht Super-Transmissionen machen. Das heißt, die müssen halt also lokal sein, damit die überhaupt... So, jetzt sind wir nochmal auf dem Schlüssel. So. Jasmine tells me that you not only brought us the ComSpot. I'm impressed. Juan gave us the full... She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. How's it going? I already have 2 of the comm spikes, shouldn't be too... Keep me posted. All right. There's a corporation. We get our hands... You damn right. My girl. All right. Now, why don't... You get to... She's happy. Estelle is one of them. If I want something... Don't worry. Until then, she is valued. Estelle will... I'd say don't... And keep your eye. We are one step. Ja. Ja, wo ist denn Jasmine? If you need credits, hit up the mission boards at the core. Also ich weiß, dass sie hier dem Schiff rumbasteln will, aber ich dachte, die ist dann hier trotzdem für mich verfügbar. Wann bin ich jetzt die ganze Zeit darüber laden noch? Jetzt mich hier aber mal hin und warte mal kurz. Weiß nicht. 5 Stunden oder so. Wir werden ja nicht 24 Stunden gebraucht haben, um da alles auszulöschen. Potenziell nicht. Genau. Oh, das war den Schuila. Sie auch. Oh, da ist die Katze halt immer vor diesen. Oh, ihren. Ja, wo das ganze Futter immer drin ist. Ja. You want us the right protective gear? Well, only the... Junge. Ihr seid echt schon auch arm, so. In manchen Verhältnis. See ya. Mhm. Kinetics, electromagnetic. Weapons for all... I bet I... I bet you don't have enough money. Substitute for shotgun. All right. See you around. All right, make it quick. This better be. Warum seid ihr eigentlich mal alles so ungeduldig? Freut euch doch mal ein bisschen.
Ihr müsst doch nicht mal alle gleich so aggro sein. Whatever. See, don't even try to... Hey, I'm all... Was soll ich sagen? Woran hat's gelegen? Come back and see me sometime. I hope you brought me... I was hoping... Ja, schon auch dieses suspicious Licht um ihn drumherum. Your credits are always good at the Trade Authority. Natürlich. So. Wir haben ja mehrere Optionen, das ist halt das Schöne. Müsste mir nur auch theoretisch merken. Aber ich gehe davon aus, wir können SysDev immer noch hinters Licht führen später. System Defense. Oh. Er macht schon Sinn, finde ich. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Habe ich eigentlich die Schrotflinte? Ah, da habe ich jetzt auch die geile Schrotflinte gar nicht. Weiß ja nicht. Also geil ist ja relativ, aber... Mich würde ja nicht wundern, wenn die wissen, wo ich bin. Also wenn die, ne? Mich schon hier getrackt haben. Und sehen, oh, er ist jetzt aber nicht Richtung XY geflogen, sondern komischerweise irgendwie komplett woanders. How can it be? Nun. Das ist die Frage. How can it be? Das Beweise behalte ich diesmal aber. Aber vielleicht können wir die irgendwann rausheißen. So, wir sind schon eine Stunde und 15 Minuten über unseren Time Frame von heute. Ich weiß immer noch nicht, warum die Vigilance in diesem System hier rumeiert. Warum die überhaupt die ganze Zeit hin und her springen. Ein Rätsel. Das Schöne an meinen Waffen ist ja,
dass die halt Schilde und Dings gleichzeitig beschädigen. Also gleichmäßig. So, Commander Wichskind. Ja, wir nix hören. Once we get rid of all the pirates, the galaxy will be... I'm not worried about the fleet taking the coast. It seems you had quite the eventful mission on your hands. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. With the acquisition of the comm spike, the fleet is one step closer to Krix's legacy. And the more people we arrest, the greater the chance that your infiltration is discovered. We're working against the clock here, so let's start by discussing the status of the comm spike. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Bannock 4 is an EM-class gas giant. Your ship will need special protection to ensure the electromagnetic disturbances in the planet's atmosphere don't fry your circuits. The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. If that's the case, inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. You've already come this far, which makes you the most resourceful operative in SysDef's history. If we move in and attack the fleet now, we might not have the resources to bring them down. In addition, they're holding all the tech you need to get to Krix's legacy, so the smartest move is to let you get to it and then bring it to us. I'm confident that once Krix's legacy is in our possession, we'll get the support we need from my superiors to take the fleet down. All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. Lillian, du kleine It's good to have you back. What can I do for you? The commander appreciates the sacrifice you've made. Excellent. We'll be here if you need us. Na, wir kriegen keine Beweise. I wouldn't want to be there at mast when the commander has to explain taking the comms. Ja, wir können ja mal mit unseren Freunden. Ja, schon wir die noch. There you are. I was wondering when you'd visit. Should give us a little time to catch up. Oh, no sarcasm here. There's simply no reason to rant about what's happened. Thanks to my own stupidity, my second chance to return to the Crimson Fleet is long gone. And by the time I get out of prison, any hopes I had to return to that life will have fully disappeared. Yes, well, apparently that's off the table as well. Trident tends to shy away from rehiring convicted felons.
Well, anyway, glad you Chico. popped by to say hello. Now, if you wouldn't mind letting an old man get his rest, I'd appreciate it. After getting set up on the key, I traveled to a few settlements to find a base of operations. I was looking for a place that would allow me to pick up information about juicy shipments for the fleet to jump on. When I stopped at Gagarin, SysDef was on the ground waiting for me instead of that contact I was expecting to meet. Your friend Toft really pulled the wool over my eyes. Oh yes, quite aggressively. Their legal team will very likely grind me into the dirt, and there isn't much I can do about it. The amusing thing is, I don't even think they care very much that the heist went down on their ship. That's a given risk for them. I think they're more embarrassed I was able to gain the position as captain of the Siren under false pretenses in the first place. So you're saying I should be happy that you took me out of the line of fire? I have to confess, I never thought of it that way. Last thing I intended to do with my life was go out in a blaze of glory on Neva or Delgado's behalf. But at the same time, my freedom's gone, so I'm not exactly popping the cap off the vodka bottle and celebrating either. I wouldn't mind a visit from time to time. Ja, wir haben ja nur ein paar Zellen. Ich könnte ja Infos geben, aber ich... Ja. Wo ist denn der andere Spacko? Hey. Salutations. I assume you're here to commemorate my terrible misfortune? Ah, yes, the infamous evidence that you procured. Bravo, detective. Allow me to congratulate you on your sleuthing skills. That recording was quite a find. I must admit that I was short-sighted when it came to Ms. Swith's ingenuity. I shall not make that same mistake twice. Oh, amused isn't the verbiage I'd choose to describe my frame of mind, but I'll acknowledge the observation. Well, as much as I detest being the bearer of bad news, you see, this imprisonment is merely an insignificant hindrance. I don't foresee being incarcerated in perpetuity. In fact, I would wager that my legal team will have my release expedited within the month. Oh, I assure you, I'm speaking the truth. But there's no call for disappointment. Due to your actions, my tenure with Galbank has been terminated, and several million credits in fines are being levied against me. The day is yours, Agent. You should be proud. Oh, yes. Forgive my indiscretion. I should have realized this was a demonstration of duty and honor. Nevertheless, my congratulations still stand. Well, enough. Honestly, this interaction has been quite a good day. Können wir irgendwo einfach hier... Ne? Also einen Hahn aufdrehen oder so? Für die Freunde. Also... Ja, nur ist ja eigentlich in Ordnung, den haben wir halt. Ja. Agility Road. Das Problem ist, ich weiß halt noch nicht, wie sich das entfaltet. Das fanden sie auf jeden Fall besser. Sozusagen. Smart die Fehler. Ich denke, es ist...
Also rein technisch gesehen finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn Sisters mal entfallen ist. Und wir quasi... Oh Gott. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. All right, you're good. Welcome to Neon. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt besser finde, diese. Weil ich vorher, ich konnte es, also ich, ne, ich weiß nicht, aber ich habe das Problem ist, dass ich dann denke irgendwann, dass das dann so einseitig wird. Weil jetzt können wir theoretisch immer noch Geld abzapfen bei der CISDEF, indem wir halt da die Beweise hinbringen, so was ich aber nicht will wiederum. Also ist das eigentlich fast egal. Und ich hoffe einfach, dass dann irgendwo so dieser Punkt kommt, dass du sagen kannst, wir halten die zu CISDEF oder halt nicht. Hi. Aber das weiß ich halt nicht. Und plus, das ist halt so eine Long-Term-Sache, die weiß ich halt auch erst, wenn es quasi zu spät ist. In Anführungsstrichen. Spät. Das ist natürlich schwierig, aber gut. Haben wir die Schiffe gedroppt, wa? Got anything I can help you with? Ja. How about it? Dieses Ruhe da. Mein Freund. Ja, und da was fehlt denn das? Ist das Ausrüstung denn potenziell? Das ist ein Modul. Reaktor kann es ja nicht sein. Bilde kann es nicht sein. Macht ja keinen Sinn. Hm. Okay. Der ist aber neu. Warte mal, es gibt auch Supernova 2100 jetzt. Was mir? Mal, wie viel haben die? Die haben 19 und 6. Hat 1 von diesen 7. Ein bisschen kürzer.
Das wollte ich doch nicht. Na, warte mal, wie meinen das denn? So. Was ist denn der? Ne, der passt doch, ne? Ja. Warte mal. Ja, der passt von der Länge passt das Ding. Wo schießt das? So. Ja. Ich will nur mal erwähnen, dass wir mit diesem Ding wieder das ganze das ganze Konzept von dem Schiff ändern könnten, potenziell. Ich könnte halt wirklich alles wieder komplett ändern, wenn ich wollte. Ändert natürlich ein bisschen was mit unserer generellen Struktur, aber weil wir dann hier den Generator zum Beispiel nicht mehr setzen können. Uns dann hier wird überlegen. Aber ich nicht. Warte mal, hier ist doch eh noch mal irgendwo ein Captain's Quarter. War das nicht so? Hier? Ja, genau. Also wir können doch theoretisch dieses Captain Quartier da einfach mal was rauslöschen. Und dann diese Waffen kann man nehmen. Die kommt da kurz mal da runter.
Oh Gott. So. Dann nehmen wir dich raus. Packen wir dich. Ja. Alter. Warum? So, du kommst dahinter. Was will er mir eigentlich erzählen? Schon für zu wenig Fahrwerke? Ja, ja. Und klar. Die Landebucht hier unten. Dazu komme ich gleich. Alter, kannst du bitte... Ja, genau. So. Warum ist das manchmal so ultra wanky? Gut. Stop. Being wanky.
Versuchen da gerade mein athletisches Kunststück. Das auch funktioniert, weiß ich aber noch nicht. Wieso snappt der nicht hoch? Da ist doch frei. Ja, wir haben momentan keine Landung. Das stimmt. Was haben wir denn überhaupt? Ontario Landing Bay? Die Stability oder das Ding von Diamond Side? Die mag ich ja eigentlich mit am meisten hier. Und dann gehst du halt nicht irgendwo rein, sondern von der Seite vom Schiff. Nicht ganz angenehm. Das ist halt das Problem, wenn du die Farbe nicht kennst, weil... Also ich habe mir nicht gemerkt, wie jede einzelne Farbe ist, quasi. Das macht es natürlich nicht einfacher. Wenn ich hier... Okay, du sollst nicht hier unten und drunter lang gehen. Du springst hier erstmal vor... Critical Parts. Mir fällt immer einfach zu wenig Fahrwerk. Das finde ich eigentlich blöd. Ich kann nur so sagen. Da hat das Schiff nicht mehr zu wenig Fahrwerk.
Das ist ja wild. Da haben wir immer noch keinen Docker. Und hier vor allem eine Lücke. Excuse me. Ah.
Intriguing. Very intriguing indeed. I see. Wait, what? Landebucht? Gehst du da hoch in die Restzelle und von der Restzelle kannst du doch hier hinten, oder nicht? Eigentlich theoretisch alles verbunden. Theoretisch. Das soll sich auch einer merken, irgendwie die Farben. Alter, ich hab doch keine Ahnung. Merken wir dir nicht die ganzen Farben. Seit Zeit ein Bruder hier, Junge, ist ja in Sahne. Jetzt kann ich hier noch irgendwas Fancyes draufsetzen. Weiß ich ja noch nie was. Also theoretisch, oder?
Bin ich 3x1, ich will so ein... So ein anderes Ding. So ein Frachtraumding. Was ist das denn hier für Docker? Pro Connect oder das Ding? Wir sind ja beide Dock. Modul braucht eine interne Verbindung, also beides. Yay, wir haben wieder das slimmere Design, yay. Das, was ich sowieso die ganze Zeit mehr mochte, yay. Kann ich hier... Welches Rot ist denn das hier? Das hier? Ist das das Rot, was wir hier auch verwenden, quasi? Das hier? Das ist halt schwarz. Da hat man halt so ein Grau. Düdlitz, Junge. Überlegt, ob man das, was rot ist jetzt, einfach durch so ein Orange, was schwarz und orange geht halt immer gut klar.
Mal gucken. So. Das ist natürlich ein bisschen was, aber wenn man das Schiff mal einmal komplett wieder redesignt. So im vorherigen Design. Aber different. Jetzt, mir fehlt hier, ich will hier so eine 3x3 Lagerhalle oder was das ist. Warte mal. Okay. Ist das überhaupt richtig? Warte kurz. Ja, theoretisch ist das schon legitim. Ja. Aber du hast nicht das, was ich suche. Schön. Problem ist, das macht das jetzt hier eigentlich zu unserem Hauptrun. Quasi. Warte mal, habe ich das Schiff jetzt nicht? Doch. Ich wollte sagen, habe ich jetzt auch so den abgebrochen? Das hätte ich... Aber ist mir schon mal passiert, deswegen habe ich auch eine halbe Stunde oder eine Stunde gebaut und dann habe ich die falsche Taste gedrückt und dann habe ich eventuell das ganze Schiff gelöscht, was ich designt hatte. Und dann dachte ich mir, alles klar, cool. Keep moving. Scanners won't hurt you. Gehen wir mal schnell zu Stroud direkt hin. Ja, Sophistication. Da sehen wir uns hier bei Sophistication. Yes, how can... Ihr habt nämlich das, was ich suche. Jetzt können wir nämlich den Scheiß hier erstmal wieder weghauen. So. Ich suche nämlich. Ihr habt nämlich... Genau, die. Und die gibt es aber auch als Messe. Bei euch. Und die möchte ich nämlich gerne als Messe haben. So. Muss ich nur noch gucken, ob ich den Farbton treffen. Die Farbe wieder gelöscht. Das ist halt... Weiß ich nicht. Ob ich das geil finde. Warte mal, ich brauche Rot. Aber dann halt hier so in diesem Bereich. Okay, hier gucken zum Beispiel, dann kann ich einfach hier, mache ich so. Also so kannst du zumindest in Farben kopieren. Dann kannst du hier hingehen und... Okay. Natürlich nicht funktionieren. Ach so. Ja, warte mal. Stimmt. Wir haben halt nur diesen Pro Connect, ne? Und die gar keinen anderen? Weil der bringt mich ja hier nicht weiter. Da müssen wir mal gucken. Es gibt auf jeden Fall noch andere, weil das ist ja jetzt hier hinten aber nur dran. Überlege ich gerade. Also ich könnte halt den Docker hier zum Beispiel hinmachen, ja. Aber das macht halt nicht so viel Sinn, finde ich. Seitlich docken halt. Ich wollte ja den Docker eigentlich, dass das so ein Ding ist, dass der nach oben geht oder nach hinten. Dass man quasi, dass ich hier daneben den Docker setzen könnte oder so. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich nehme so ein Dings raus hier.
Übrigens könnte ich jetzt diesen Lagerraum nehmen. Den löschen. Weil ich könnte da jetzt theoretisch den hier da hinsetzen. So. Ja, bei Reasons. Man könnte jetzt hier zum Beispiel den Docker hinsetzen, oder? Ja. Und dann nehmen wir einfach, was weiß ich, irgendwie löschen hier. Weiter. Warte mal. Ich will einfach den hier oben kopieren. Packe ich den unten rein, nehme aber das als Lager. Und hier ist es ja Technik und dann machen wir da einfach. So. Dann ist der Docker da an der Seite. Dann kann ich auch leben. Und das ganze Schiff ist vor allem wieder mal ein bisschen redesigned. Aber ich wollte noch mal eins gucken wegen Brücken. Warte mal. Oh, Gebiets. Ja, die haben ja die große Kontiki. Aber die Kontiki betrittst du von unten und das finde ich irgendwie schwierig. Ja, ich habe mir schon selber geholfen. Also, das ist jetzt quasi unser ja? Der Lore, der wir jetzt folgen hier. So. Und damit speichere ich jetzt hier auch. Sophistication in Space, ja. Danke mir auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage bis morgen. Ciao mit V.